So, das Live-Zeichen ist da Hallo, und hallo, hallo. sollten wir live sein. Hallo, guten Abend. Gucken wir mal. Sieht aus, als wären wir noch alleine. Jetzt sind wir live. Jetzt sind wir Okay. live. Da war ein bisschen Verzögerung. Irgendwie ist Ah, mein stimmt, Bildschirm jetzt sehe ich dunkler auch die geworden, Uhr. oder? Ja, komisch. So, hallo und einen wunderschönen Freitagabend, den 29.11.2024 am Black Friday. Was haben wir uns da Oh, dabei stimmt. gedacht? Ach Mist, ich habe nichts gekauft heute. Das wollte ich dich noch fragen. Hast du zugeschlagen? Hast du einen super, super Sonderprozentpreis bekommen irgendwo? Ne, irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, ich hatte einmal bei, Amazon mal reingeschaut, aber so wirklich was gefunden habe ich jetzt nicht, aber ich habe es dann auch 'n bisschen vergessen. Aber Black Friday läuft ja auch, glaube ich, mittlerweile immer länger, ne? Das ist ja schon Das ist Black irgendwie schon Week seit oder 'ner so. Woche oder so, glaube Ja, ich ich. glaube, Ja, ist es immer ich mal. glaube, es geht auch noch 'n bisschen weiter. Ich Ich glaube, glaube bis auch, 2. Dezember so, ja, ja, was ich man so meine hört. auch. Wobei heute noch mal extra überall gepusht wurde und, noch Mhm. mal hier irgendwelche, Infos und was weiß ich was rausgehauen wurde. Jetzt so viel Rabatt und so. Ich habe tatsächlich auch bei Amazon so 'n bisschen geguckt. Ich habe ja immer so meine Einkaufsliste da und die ist ja immer noch Mhm. voll von einigem Zeug wie Filmen auf Blu-ray und so weiter, ja. Und ja, da sind schon einige Filme, die ich noch nicht habe, die dann irgendwie von 7,99 € so alte Filme, auf 5,99 € Mhm. reduziert wurden zum Black Friday Deal und so. Wow. Aber dann denke ich mir auch, trotzdem bin ich da zu geizig irgendwie für teilweise. Holst du dir den, weil gucken wirst du den wahrscheinlich nicht direkt. Das heißt, du stellst ihn erst mal in 'n Schrank zu den anderen Mhm. Dutzenden und dann, steht er halt da. Ja. Ja, so ist das auch. Ich bin auch mittlerweile sehr viel zurückhaltender geworden, was die Anschaffung von Filmen, angeht, weil ich habe auch so viele Filme und Mhm. oft guckt man dann doch nur irgendwie die neuen Sachen auf den Streamern. Und ich war doch 'n bisschen enttäuscht. Ich habe genau wie du einiges, da in der Beobachtung und, bei mir war tatsächlich nur ein einziger Artikel reduziert von denen, die ich da hatte, und das ist die Captain Future Box. Oh, Da habe ich die überlegt, die ist tatsächlich 'ne ganze Ecke günstiger grade, aber die ist halt auch immer wieder zu dem Preis. Also, das sieht man an den ich habe dann mal in die Bewertung geschaut und da hatte auch einer geschrieben: „Ja, jetzt irgendwie auf 60 € reduziert“, und die Bewertung war vor einem Jahr. Also, da sieht man, die ist wird halt oft, die habe immer ich mir wieder mal auch herabgesetzt. irgendwann auch bei irgend 'ner Aktion bei Amazon mal geholt, ja, weil ich dachte: „Boah, Ach, du geiler hast die sogar? Preis.“ Ich habe, ja, Ja. ich habe die, aber ich habe tatsächlich, weil du sagst 60 €, dann ist es wahrscheinlich die Komplettbox mit den japanischen Folgen, Ja, genau, die. weil die Mhm. wollte ich nicht haben, weil ich die halt nicht kenne, Ach so, weil's hier bei ja. uns damals nicht gab. Deswegen hat mir die 40 Mhm. Folgen Box gereicht, ja, und die habe ich mir dann irgendwann für 29 € geholt oder irgendwie so was Mhm. halt. Ja, die kostet normalerweise auch 40 oder so. Oder war sie 25? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, aber Ja, ist denn hier jemand im Chat? Der Chat ist noch verdächtig still. Ich hoffe, man stimmt. kann uns hören. Ich hoffe, ähm ja, ich hoffe, es ist jemand da. Natürlich machen wir das auch alleine hier, weil das Ganze ist ja natürlich nachher wieder auf YouTube zum Nachverfolgen, online. Stimmt. Aber wir wollen ja natürlich auch vielleicht 'n bisschen den Chat dabei haben und, eure Meinung live hier hören oder Ja, sehen, sind wir lesen. eigentlich, später dran als sonst? Ne, wir haben noch immer 20 Uhr, ne? Wir haben eigentlich immer Oder? 20 Uhr. Ja, wir haben eigentlich immer 20 Uhr. Ach, guck mal, da kommt Manchmal. einer rein. Ah, Hallo, alles hallo, läuft alles gut. Okay. läuft gut. Perfekt, super. Der Anfang ist gemacht, jetzt kann's losgehen. Guten Abend an alle. Ähm, ja, wir sind ja heute hier, wie gesagt, am Black Friday, um das dritte Hörspiel der Retrofabrik, ja, zu reviewen, unsere Meinung kundzutun, wie es uns Richtig. gefällt. Ja, und dann mal schauen, Diana ist auch da, hallo. Moin, Und, Hanna. gespannt auch, was ihr zu der Folge sagt, wenn ihr sie schon gehört habt, wenn ihr sie zu Ja, Hause wir habt. haben uns ja, dieses Mal etwas mehr Zeit gelassen mit dem Reviewen. Haben wir extra gemacht, weil wir dachten: „Na ja, dann haben die Leute auch Gelegenheit, das Hörspiel selber zu hören“, denn hier wird natürlich arg gespoilert, denn wir wollen ja schon die Handlung detailliert besprechen. Mhm. Wenn ich hier auf meinen Zettel gucke, das sind wieder, wie viel? 6 Seiten habe ich voll gekritzelt.
Uiuiui. Ähm, ja, und ich habe es Also tatsächlich gestern zum nochmal gehört, heute nicht, aber gestern nochmal gehört und dann zum dritten Mal. Ich glaube, dreimal habe ich's jetzt ja, gehört. ich habe es mir zweimal angehört und mir auch 'n paar Notizen gemacht, aber auf 6 Seiten bin ich nicht gekommen. Okay, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Schauen wir mal. So, genau, schauen wir mal, richtig. Und apropos schauen wir mal, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit dem Schauen. Ja, Ähm, denn die Folge heißt ja also erstmal noch mal vielen Dank. Ich weiß nicht, ob die Retrofabrik auch jetzt hier vertreten ist. Letztes Mal waren sie ja im Live-Chat mit dabei. Äh, mhm. also vielen Dank noch mal für das Zusenden der Exemplare. Ich sage ja Ja, immer, auf jeden das ist Fall. keine Selbstverständlichkeit, ja, also Wieder vielen, vielen absolut Dank. genial geworden. Ich habe es hier auch noch bei mir stehen. Ich habe es Mhm. sogar noch gar nicht, ausgepackt, weil ich mir erst mal nur Ei, ei, die ei. normale Version angehört habe. Mhm. Aber es ist halt einfach schon mal optisch 'n absoluter Hingucker. Super, es ist super. Und dann blenden Genau, wir da haben wir einfach das mal das CD-Cover. Titelbild ein, genau, von der normalen CD. Ja, da sehen wir ja, ähm der Frank, da, ja, eben noch von der Retrofabrik gesprochen, jetzt im Stream dabei. Hallo Frank, Moin guten Frank. Abend. Ja, eben schon mal bedankt. Jetzt bedanken wir uns einfach noch mal. Vielen, vielen Dank fürs Zusenden der Danke, danke. Exemplare. Und, wir haben extra gesagt, Stefan hat es eben schon erwähnt, wir haben das Review, diesen Stream jetzt von dem Hörspiel ein bisschen zeitmäßig nach hinten geschoben, was das Datum angeht, um halt noch ein paar mehr Leuten vielleicht die Gelegenheit zu geben, das Hörspiel anzuhören, bevor wir ja wirklich in die Tiefe reingehen, weil, wie wir es letztes Mal auch gemacht haben, wir wollen ja das Hörspiel wirklich durchgehen und, ist angekommen. Sehr gut. Okay, Ja, sehr, sehr schön. gerne. Perfekt. Ähm, genau, also hier haben wir das Titelbild und das ist ja, glaube ich, das, worauf wir seit Folge 1 warten oder gewartet Mhm. haben. He-Man trifft Skeletor. Das sieht man ja schon, dass das, anhand des Covers schon, dass das in dieser Folge wohl, erfolgen wird? Ja. Ja, stattfinden wird. Und Und es ist ja auch immer schön, finde ich zumindest, wenn Skeletor auch tatsächlich selbst zur Waffe greift. Das hat mhm, er ja, grade in dem Filmation-Cartoon doch eher selten gemacht. Da hat er ja meistens die Flucht durch sein gelbes, Raumportal angetreten mhm. und war nie wirklich in die Kämpfe involviert oder höchst selten. Aber hier sehen wir, Skeletor kann auch selber zur Waffe greifen und sich zur Wehr setzen. Offenbar, wie es jedenfalls das Titelbild suggeriert. Ich wollte gerade sagen, aber er greift ja nicht nur zu seinem also, ja, er greift auch vielleicht noch zu anderen Sachen in diesem Hörspiel. Ja, Ähm, der Alex hat geschrieben, das finde ich gut, habe mir extra noch die Folge diese Woche geholt, damit ich hier zuhören kann, ohne gespoilert zu werden. Das ist Einsatz, Alex, sehr richtig gut. klasse. Das So freut soll's mich, das freut aber sein. bestimmt die Retrofabrik. Ich würde jetzt einfach mal ich mache das gerade noch mal raus, weil ich wollte, bevor wir dann durchgehen, wollte Ja, ich noch mal kurz das hier einfügen. Ja, das Hörspiel gibt's natürlich bei Amazon, Standard die Standard Amaray Case, Version, ja, für 12,99 und ich habe extra unten, ähm, noch mal die anderen mit reingepackt, weil da sieht man zum Beispiel, dass halt auch Folge 2 aktuell bei Amazon nur 9 € Batsch kostet. Ja, also für den Fall der Fälle, dass ihr Folge 1 oder 2 noch nicht haben solltet, gibt es bei Amazon anscheinend grade, ich will jetzt einfach mal sagen, im Angebot. Ich weiß es nicht ganz genau. Ja, genau. was der Stefan eben schon mal in die Kamera gehalten hat, habe ich hier und ich habe es natürlich ausgepackt, ist, das Mediabook. Ja, das gibt es nicht auf Amazon, das gibt es bei der Retrofabrik, auf der Seite der Retrofabrik, Moin Henry. direkt, genauso wie das Amaray auch. Ja, also da habt ihr die Wahl, ähm, Standard-CD, meine ich 12,90 €, 12,99 €, das Mediabook 29,90 €. Ja, also Ja, wir wenn ihr wollten's das ja heute noch mal verifizieren, aber seltsamerweise ist die Seite der Retrofabrik grad nicht erreichbar. ja, Frank, ich was habe da es eben noch los? mal probiert. Ich habe es eben noch mal probiert und ich bin auch nicht drauf gekommen, weil ich wollte auch gerne noch mal 'n Screenshot von der Webseite der Retrofabrik reinpacken, aber das hat nicht funktioniert. Ähm, ja, aber wir haben's ja hier und, was ich jetzt machen wollte, ist da. Und zwar wieder das Rückcover, sprich die Inhaltsangabe des Hörspiels.
Ja, Und Frank, letztes lies doch mal Mal vor. soll ich vorlesen? Okay. Ja, Ich wollte sagen, komm. letztes Mal habe ich vorgelesen, diesmal kannst du, aber ich lese auch gerne wieder vor. Ich habe es ja Ja, hier, lies ich mal. lese es einfach mal von meiner Hülle ab, dann muss ich nicht so da vorne da hingucken. Und ich fange einfach mal mit der Inhaltsangabe an. Folge 3: Der Kristallschild. He-Man und den Verteidigern Eternias ist es gelungen, die Zerstörung Castle Grayskulls zu verhindern und den Fluss der Magie wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Doch eine Mhm. neue Bedrohung zwingt die Giganten des Universums zum Handeln. Freunde werden zu Feinden. Die verschollenen Teile des Kristallschildes müssen gefunden werden. Und dann treffen He-Man und Skeletor erstmals aufeinander. Doch auch der mysteriöse Hordak bleibt nicht untätig. Das ist die Inhaltsangabe von Folge 3, der Kristallschild. Mhm. Man sieht oben rechts, sieht man das auch von eurer Seite auch oben rechts oder ist es oben links bei euch? 64 Minuten Laufzeit, also knapp etwas über eine Stunde. Mhm. Und dann haben wir hier nochmal, Ah, jetzt muss ich ein bisschen improvisieren, das das Bild in seiner komplette vollen Cover, Pracht. genau, vom Mediabook. Wenn ich das Mediabook aufklappe, ja, dann habe ich Mhm. Vorder- und Rückseite, sieht dann so schön aus. Finde ich richtig schönes Bild. Finde ich richtig schönes Bild. Ja, Und super. äh, gezeichnet von Reyad Yusri. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und Ich das ich hier kenne ist ihn nicht. nochmal, ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber er kann gut zeichnen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. ähm, Ich bin beeindruckt, was He-Man für Beine hat. Er hat auf jeden Fall krass, keinen oder? einzigen Tag Leg Day geskippt, würde ich sagen. Der war immer Nein, also da. da zählt Leg Day noch was. Ja, Ähm, ja. und das ist die Rückseite nochmal vom Mediabook. Da seht ihr beim Mediabook einmal, es gibt Bonus und es gibt eine Bonus-CD, wieder mit Behind the Scenes, wie es bei den letzten auch war. Ähm, Das heißt, ein Gespräch mit den kreativen Köpfen hinter dieser Folge. Da erfahrt ihr noch ein bisschen was zum Entstehungsprozess, sage ich mal. Genauso Mhm. beim Mediabook, das hole ich jetzt gerade, ah, ne, ich habe es ja gar nicht rausgeholt, sondern ich habe es ja schon draußen. Ähm, Ganz kurz, wenn ihr das Mediabook holt, habt ihr wie die letzten Male auch oder wie das letzte Mal auch dann auch einmal das Cover nochmal als Bild, als Artwork, als Print nochmal dabei liegen und ihr Ja, habt das wie finde ich bei den richtig anderen klasse. auch, das finde ich wirklich gut, gell, die weitere Mhm. Sammelkarte, diesmal Sammelkarte Numero 4 und die finde ich ja auch toll. Diesmal haben wir Teela, Sammelkarte Nummer 4. Ja, das erste Mal war es ja He-Man und Prinz Adam, dann hatten wir, glaube ich, Skeletor und jetzt hatten wir Mhm. Skeletor? Ich glaube schon. Und jetzt haben wir Teela als 4. Sammelkarte dabei. Die gibt es halt, wie gesagt, exklusiv auch nur, wenn ihr euch das Mediabook zulegt. Mhm. Ähm, ja, das ist das. Ansonsten noch viele schöne Bilder und so weiter. Die Geschichte ja auch noch mal im Mediabook schriftlich mit 'n bisschen Bilduntermalung dabei. Also, finde ich wirklich eine wirklich gelungene Sache. Und dann würde ich sagen, springen wir jetzt einfach mal, oder was heißt springen wir nicht? Wir springen nicht, wir gehen Schritt für Schritt durch, aber wir fangen jetzt einfach mal mit dem Hörspiel an, würde ich sagen. Ja, das Hörspiel beginnt ja, wie der Beschreibungstext auf der Rückseite endet, nämlich mit Hordak. Ja, Und ja, das genau. ist sozusagen das Intro der Geschichte. Ich finde, es fängt sehr mysteriös, sehr spannend an. Wir sind dabei, wie die Horde durch die Wüste der Zeit, streift und auf der Suche nach etwas ist. Und ich muss sagen, für mich war das 'n, starker Auftakt. Wie hat's dir gefallen? Mir hat's sehr gut gefallen, wobei ich weiß nicht, ob Wüste der Zeit, das Ganze ist, sondern sie sagen, es fängt ja an mit dem Erzähler, das finde ich ja schon mal gut, dass der Erzähler die Szenerie Stimmt, beschreibt, der und er leitet ein, sagt, ja. sie sind in der Zone des Schreckens. Ja, fast. Ich Also, meine so wie schon, ich's verstanden habe das hat er gesagt. so wie ich's verstanden habe, sind sie in der Wüste der Zeit in einer Gegend, die von den Bewohnern Eternias die Zone des Schreckens genannt wird, Hast du wieder weil besser da aufgepasst nämlich wie ich. irgendwie 'ne Verbindung zu Eternias dunkler Vergangenheit wohl, gesehen wird, spürbar ist. Da habe ich Das mich auch stimmt. gefragt, was diese dunkle Vergangenheit ist, denn, so wie es bisher dargestellt wurde, hatte man ja eher das Gefühl, dass Eternia eine relativ glorreiche Vergangenheit hatte und jetzt alles so 'n bisschen im Niedergang inbegriffen ist. Das sagt ja auch Griswold kurze Zeit später, indem er sagt: „Ja, das war hier wohl mal, ein Waffenlager“, sagt er, glaube ich. Gut, ich greife 'n bisschen vor, aber ich wollte nur darauf hinaus, dass er sagt: „Bevor hier alles den Bach runterging.“
Mhm. Und da finde ich es schon interessant, dass man offenbar da eine Blütezeit hatte, aber auch eine dunkle Vergangenheit. Bin ich gespannt, ob wir da noch mehr erfahren werden dazu. Ich hoffe es, weil es ist ja jetzt auch über die jetzt mittlerweile dritte Folge und das ist jetzt der Anfang, aber immer wieder quasi angeteasert worden, Mhm. dass es früher also, dass sich irgendwas verändert hat. Dass es Ja, früher Maschinen das auf gab, dass jeden es Fall, Zauber ja. gab, dass es dies und jenes gab und jetzt irgendwie alles Mhm. quasi in Schutt und Asche liegt, keine, ähm, Maschinen, keine Fahrzeuge und nix Motorisiertes mehr gibt und so weiter, Mhm. Und nur noch wenig Magie. und wenig Magie, Moin richtig, Jürgen genau. an dieser Stelle. Henrik, Grüß genau, ist dich. auch noch dazugekommen. Der Jürgen, guten Abend. Leute, wenn ihr irgendwas beitragen möchtet, sprich halt, wenn euch irgendwas gut, schlecht gefallen hat an dem Punkt, wo wir grade sind, haut's in die Kommentare. Ja, lasst's uns wissen, wenn ihr Genau, irgendwelche auf Fragen jeden habt. Fall. Der Frank von der Retrofabrik ist auch anwesend. Versuchen wir zu beantworten oder versuchen's mit einfließen zu lassen. Genau, das wollte ich jetzt grad noch mal sagen. Genau, du hast ja, wie du schon gesagt hast, Stefan, die wilde Horde macht den Anfang in dem Hörspiel und Ja, sie streifen durch die Wüste und dann finde ich's witzig, dass sie ja irgendwas suchen, aber sie wissen selber nicht so richtig, was sie suchen. Und dann, entdeckt es ausgerechnet Mantenna nicht. Das finde ich dann ganz witzig. Ich glaube, es ist Leash, der dann sagt: „Ja, wie das da hinten, ja, mhm, dieses metallene, Tor“, und dann Mantenna: „Wo? Ja, stimmt, da ist es ja.“ aber ich Das muss fand ich ich muss ganz sa lustig. Man würde es ja eher von Mantenna erwarten, dass er richtig, den genau. Zugang entdeckt. Aber die Stimmen konntest du auseinanderhalten von den dreien? Ja. Okay, ich Da war nämlich ich ganz auch. stolz auf mich, Mhm, dass ich finde, die, Horde-Charaktere, das ist mir schon beim ersten Hörspiel aufgefallen, die kann man wirklich gut auseinanderhalten, ne? Ich finde, wenn Mantenna spricht, der hat ja so 'ne etwas leichtere Stimme, sage ich mal, nicht ganz so 'ne grummelige Stimme. Das passt ja auch zu seinem etwas, drahtigen, Statur. mhm, Und mhm. dann haben wir den mächtig klingenden Grizzlor und diesen leicht, ja, schleimig klingenden Leech. Also, Ja, ich finde, die ja, 3 kann man tatsächlich sehr gut auseinanderhalten. Geht mir bei anderen Charakteren leider fällt's mir nicht so leicht, aber kommen wir mhm, später zu. genau. Das Die ist bei 3 mir auch sind auf so. jeden Fall auf der Suche und dann Mhm. finden sie einen Zugang. Genau, richtig. Also, ich muss auch noch mal sagen, also, ich finde alle 3 Sprecher finde ich richtig gut. Also, ich Ja, finde die es sind richtig super. gut. Ich finde diesen Anfang richtig gut. Ich meine, die Horde, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, war in Hörspiel 2 nicht wirklich vertreten, meine Ne, ich. genau, Nummer In 2 in kam sie ja gar nicht vor. Da wurde sie nur einmal ganz genau, kurz erwähnt. richtig. Aber hier geht es quasi mehr oder weniger wieder also, wir springen schon so 'n bisschen, sage ich Ja, mal halt, ja. Also, die Horde war im ersten Hörspiel dabei, im zweiten jetzt mhm, nicht. Hordak war ja auch im zweiten so gut wie nicht vertreten. Ähm, genau, wurde nur erwähnt. und genau, und jetzt ist es der Anfang von Folge 3, wo sie halt wieder jetzt auftauchen und Ja, grade, wie du schon sagst, auf der Suche sind nach etwas. genau. Aktuell noch ohne Hordak. Hordak hat ihnen ein Gerät mitgegeben, mit dem Mhm, sie ja etwas suchen sollen. Sie wissen selber nicht genau was, mhm, entdecken dann diesen Eingang zu einer Art, unterirdischem Bereich und, da treffen Sie dann oder vermuten, dass Sie da mehrere Fallen vielleicht erwarten, wie im Tempel von Rakesh. Da waren die Fallen auch nicht ohne. Wird noch von Mantenna mhm, erwähnt, das fand ich sehr mhm. interessant. Wieder 'ne Anspielung, dass die Horde-Kämpfer wohl offenbar schon länger unterwegs sind. Leider erfährt man nicht, was sie denn im Tempel von Rakesh gesucht haben. Wollte ich Sie dich sind immer noch zu fragen wollte ich dich ja? fragen, du als alter Comic-Liebhaber und Masters Comic-Fan und so weiter, ob du das irgendwie in Verbindung setzen kannst mit irgend 'ner Story oder so was? Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine den aus dem 2000X Cartoon zu kennen. Und ich bin der Meinung, das wäre irgendwie die Heimat von Cyclone, Leute, wenn aber ihr's wisst, schreibt's in die Kommentare. ich bin der Meinung, Cyclone war der Hüter von diesem Tempel. Aber ich weiß es Mhm, jetzt auch nicht mehr. Ich habe es nicht noch mal nachgeschlagen, aber auf jeden Fall war die Horde auch schon da. Man erfährt leider nicht, was sie da gemacht haben, aber sie kommen ihrem Ziel immer näher, was sich mhm. hinter einer Tür zu verbergen scheint. Und da kommt es dann zum ersten Kampf des Hörspiels, von denen wir einige haben diesmal.
Das stimmt, das stimmt und, ähm, wie sagt man das jetzt? Äh, Es kommt zu einem Kampf, ja, du sagst es, aber hier fehlt mir jetzt erst mal wieder komplett der Erzähler. Weil man hört jetzt wirklich nur Okay. Kampfgeräusche und man hört eine vierte Mhm. Stimme, die Mhm. sich ganz komisch anhört, finde ich. Das Die stimmt. Aber mir hat hier tatsächlich der Erzähler nicht so sehr gefehlt, weil die Figuren ja zum Teil doch sagen, was sie machen, ne? Der eine Das ist sagt, richtig. hier mit seinen ganzen Armen und Beinen, wir kriegen ihn gar nicht in den Griff. Grislow muss ihn festhalten, Leech soll ihn ansaugen. Also, es wird zumindest durch die Charaktere, durch die Kämpfer vermittelt, was passiert oder was sie mit ihm vorhaben. Das ist ja etwas, was also, ich finde, dieser Kampf ist von allen Kämpfen noch am besten sogar beschrieben. Auch wenn ich dir Okay, absolut zustimme, ich finde auch, hier hätte noch mal 'n Sprecher das Monster so 'n bisschen beschreiben können, um tatsächlich seine Monstrosität noch mehr hervorzuheben. mhm. Das ist richtig. Das sehe ich auch so. Ähm, Ich meine, der Kampf dauert 'n Momentchen, aber Mhm. wie geht er aus? Also, ich hatte so das Gefühl, dass das Monster also, es ist ja Modulok, den sie da finden, doch sehr Mhm, geschwächt ist, weil Hordak, der ja dann dazustößt, ja auch sagt, es täte ihm leid, ihn in diesem Zustand zu sehen. Also, er scheint wohl ganz schön geschwächt zu sein und kann trotzdem 'ne Zeit lang mit den Dreien mithalten oder sich gegen sie erwehren, aber dann mhm, unterliegt er halt doch, nach meinem Verständnis, weil Leech ihm die, Lebensenergie absaugt genau. und ihn Hordak dann grad noch rechtzeitig stoppt und Mhm, Hordak interessanterweise überrascht ist, ihn dort zu finden, was mich 'n bisschen gewundert hat, weil das Gerät die 3 ja offenbar genau dahin geführt hat, wo Modulok versteckt war. Hordak, zeigt sich dann aber überrascht und da habe ich mich gefragt: „Was hat er denn eigentlich gesucht? Was war denn das Ziel des Geräts?“ Vielleicht war es einfach nur das unterirdische, Gebäude an sich oder wie hast du das verstanden, was er gesucht hat? also, ich finde das sehr spannend, dass du sagst, man weiß gar nicht genau, was er gesucht hat. Also, ich bin einfach davon ausgegangen, dass er Modulok gesucht hat, aber Ja? das Okay. das 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 andere, was ich so gar nicht verstehe, ist, er hat Mhm. die 3 losgeschickt mit dem Gerät in der Hand. Mhm. Sie haben den Tempel oder den nicht den Tempel, sondern diese, Ja, die Fright Zone ist es ja letztlich, ne, wird genau ja dann am richtig, Ende ja, diese Höhle, sage ich einfach mal, dieses Ding gefunden, ja. haben Modulok gefunden Mhm, und dann taucht Hordak auf mit dem mhm, Spruch, habe ich mir extra aufgeschrieben: „Eure mhm. Mission war es, mir den Weg hierhin zu bereiten.“ Ja, Warum? Wieso ist er nicht selbst mit dem Gerät einfach er taucht ja dann sofort auf, wie sie da waren. Wieso ist er 'n Meter hinter denen gelaufen oder ja, wahrscheinlich. warum hat er sie vorgeschickt, wenn sie dann doch alle zusammen da sind? Oder wieso hat er's nicht Also, selbst gemacht? so wie ich's verstanden habe, wahrscheinlich um irgendwelche Fallen auszulösen, in die er dann nicht selber tritt, oder er hatte Angst, dass er die Stahltür nicht aufbekommt. Das hat mich auch 'n bisschen irritiert, dass er so schnell danach auftaucht und man sich wirklich gefragt hat: „Ist er dem jetzt hinterhergegangen, einfach mit 'n Mhm, paar Meter Abstand?“ mhm. Ähm, also, ich habe es ist mir nicht so ganz deutlich geworden, warum er nicht direkt mit den dreien zusammen unterwegs war und auch warum er ihnen nicht gesagt hat, wonach sie eigentlich suchen. Also, das baut natürlich 'n bisschen Spannung auf, aber letztlich ist es ja Hm, seltsam, Leute loszuschicken, um was zu suchen und ihnen nicht zu sagen, was die überhaupt suchen sollen. ja, also Aber das finde ich noch okay, wenn sie halt dieses Gerät ich haben, weiß was es halt nicht. irgendwie, Mhm. ähm, sie zu 'ner Stelle führt oder so was, dann wird man schon sehen, was halt Mhm. derjenige halt sucht oder hofft zu finden oder so was. Das Ja, finde ich gar nicht so okay. schlimm. Ich finde halt das von wegen, er ist auf einmal da. Es ist ja auch Mhm. nichts passiert. Es sind keine Fallen ausgelöst worden. Die haben einfach die Tür Anscheinend aufgemacht und nicht. da kam Modulok an. Mhm. Von Ja. daher finde ich's 'n bisschen komisch, wie gesagt, ja, aber Na ja, ja, hat mich auch 'n bisschen genau. gewundert, stimmt. Aber letztlich erfahren wir dann, die Fright Zone wurde gefunden Mhm, und, da wird jetzt das Hauptquartier aufgeschlagen. Da fand ich die Formulierung ganz witzig, dass er sagt, „In der Zone des Schreckens wird die Fright Zone unser Hauptquartier“ oder so was. Und dann denken sie: „Okay, mhm, Zone des Schreckens, Fright Zone, das ist eigentlich dasselbe auf Englisch.“ Aber ja, ich fand's irgendwie ganz gut. Also, jetzt haben sie ihre alte Basis offenbar gefunden, genau. denn, Hordak, deutet ja schon an, dass er da früher auch irgendwie wohl
regiert hat oder seine Machenschaften da Mhm. irgendwie, am Laufen hatte mit Modulok und Mhm. Ähnlichem. Insofern haben sie jetzt wohl ihre alte oder seinen alten Stützpunkt da, ja, wieder neu, Wieder instand gesetzt oder instand gesetzt, genau, so ja. ähnlich wie wir's ja eigentlich in der ersten und zweiten Folge auch mit Snake Mountain schon hatten bei Skeletor. Mhm. Genau. Aber was ich auch noch gut finde, bevor wir das Kapitel jetzt hier, sage ich mal, mehr oder weniger abschließen, dass Hordax so 'n bisschen noch über Modulok erzählt. Dass er halt 'n Ja, das finde ich Experiment auch gut. Mhm. früher war, dass er 'n Genau. Gestaltenwandler ist und dass sie das versucht haben halt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das Experiment dann schiefgelaufen ist oder ob das genauso sein sollte oder wie auch immer, das habe ich nicht so ganz rausgehört. Auf jeden Fall sagt er ja, das war 'n Ja, weiß man nicht, Experiment. ne? Ja, Mhm. Auch das warum fand er ich da eigentlich gut. zurückgeblieben ist, das erfährt man nicht so richtig. Wer ihn da Mhm. eingesperrt hat, weiß man auch nicht, weil er scheint ja offenbar eingesperrt gewesen zu sein. Aber damit endet dann auch das Intro und dann geht's ganz anders weiter an 'ner anderen Station, nämlich in Genau. Snake Mountain, haben wir eben schon Geht nach angesprochen, denn die muss richtig? auch wieder aufgebaut werden. Und da Mhm. begegnen wir als Erstes Evelyn, die, davon spricht, dass es da doch einiges instand zu setzen gilt, am besten mit Magie. Richtig, genau. Und Diana hat ja grad noch geschrieben, äh, andere vorschicken ist auch ihre Strategie bei Videospielen. Das mache ich auch bei anderen Sachen eigentlich sehr gerne. Einfach Leute vorschicken und, ich komme gleich Oh, hinterher und geht schon mal. Ja. Aber nein, wir sind da bei Snack Mountain, genau richtig. Und, Evelyn ist ja, wenn ich habe es gestern Abend gehört, äh, ist ja nicht alleine bei Snack Mountain, sondern wenn wir jetzt noch mal richtig. kurz zu Hörspiel 2 zurückgehen, gab's ja, ich glaube, am Ende gab's ja mehr oder weniger einen Aufruf, den sie gemacht haben, um, äh, Kämpfer quasi zu rekrutieren. Kämpfer zu rekrutieren, Gefolgschaft an Land zu ziehen und so weiter. Ja. Und da ist Mhm. einer da, der jetzt, äh, dazustößt, sage ich mal, der im zweiten Hörspiel schon Genau. zu hören war. Ja, Beastman ist direkt dem Ruf genau, gefolgt. richtig, genau. Beastman ist da und, äh Und da finde ich, sieht man jetzt auch oder da wird einem bewusst bei dieser Stelle, dass doch dieses dritte Hörspiel jetzt wirklich nicht mehr so recht funktioniert, wenn man, die ersten nicht gehört hat, ne? Grade, das mhm, schließt ja sozusagen wirklich nahtlos an die, mhm, Story des zweiten Hörspiels an. Ich finde, bei eins und 2, die haben auch noch so für sich stehend, funktioniert, weil die Handlungen nicht viel miteinander zu tun hatten. Aber hier wird jetzt tatsächlich direkt die Handlung fortgesetzt und der Erzähler spricht eben davon, dass, Lynn ja, den ersten Verbündeten jetzt rumführt und das ist eben Beastman, der dann auch kurze Zeit später von seinen Erlebnissen aus Teil 2 berichtet. Und wenn man Teil 2 nicht mhm, gehört hat, dann steht man so 'n bisschen mit mhm, Fragezeichen wahrscheinlich, mhm, davor. genau. Aber das war ja so angekündigt. Das ist ja, ich weiß es wieder nicht, dass es ja 'n Mhm. Dreiteiler ist zum Start oder 'n Fünfteiler. Ich weiß es nicht genau. Ich meine 'n Dreiteiler, habe ich in Also, Erinnerung. für mich klingt's mehr nach 'm Fünfteiler, weil es wirkt gut, ist sehr, sehr weit vorgegriffen, aber so richtig abgeschlossen wirkt dieser dritte Teil für mich auch nicht. Aber da kommen wir dann nachher zu, schauen wir mal. Ach, guck mal, Ja, guck mal Retrofabrik da, sagt aber 3, okay. Dreiteiler, genau. Da kommen wir am Ende noch Na mal zu so gut. 'n paar spannenden Ja, Sachen, wo ich auch genau. sage, also, ich hatte ja schon von Anfang an gesagt, ich finde eigentlich so 'ne Einführungsgeschichte über mehrere Folgen nicht verkehrt, ja? Ja, Aber hatten wir was damals bei ich halt 2000X auch. genau, was ich halt persönlich liebe, ich weiß nicht, wie's dem Chat hier geht, aber was ich persönlich liebe, sind aber auch abgeschlossene Folgen, die man unabhängig voneinander hören kann, die Ja, einfach für die Zeit, wie du sie hörst, Spaß machen, die man immer wieder durcheinander hören kann. Das ist halt hier aktuell noch nicht der Fall. Also, hier irgendwie mit richtig. Hörspiel 3 anzufangen und dann das erste zu hören, geht eigentlich nicht. Mhm. Ja, also, Ne, es schwierig. ist nicht optimal, sagen wir mal so. Ja. Ähm, Ja, ich genau. finde, da hast du 'n guten Punkt, denn das hemmt so 'n bisschen die Motivation, es wiederzuhören. Denn wenn die so stark zusammenhängen, dann kann man halt nicht
einfach losgelöst dann irgendein Hörspiel sich mal rausgreifen, wie bei der alten Hörspielserie. Ich finde, das ist auch das Problem bei heutigen Serien, die ja so stark ineinander verwoben sind und so komplexe Handlungen Beides. erzählen, wie jetzt, ja, Game of Thrones oder Breaking Bad oder was auch immer, Mhm. ne, wo man auch schwierig dann noch mal sich so 'ne einzelne Folge würde man sich wahrscheinlich nicht noch mal angucken, weil, ja, die so in einen großen Handlungsstrang integriert ist, dass Mhm. ja Mhm. man sagt: „Entweder investiere ich Stunden und höre mir alles noch mal an oder ich höre es halt nie wieder.“ Mhm. Deswegen bin ich auch da immer so 'n bisschen zwiegespalten. Ich mag so 'n bisschen komplexere, größere Handlungen, aber ich finde es halt auch gut, wenn dann so 'n Handlungsbogen dann zum Ende kommt und es dann eben wieder neu losgeht. Da können wir Mhm. natürlich gespannt sein, wie das dann sich in Teil 4 für uns dann anfühlen wird. Ich bin sehr gespannt. Vor allem, wir haben das Hörspiel, wie gesagt, die Review jetzt etwas nach hinten geschoben, was Mhm. jetzt den Veröffentlichungszeitpunkt angeht, 29.11. Wenn noch alles so läuft, wie es läuft, sollte ja bald schon Hörspiel 4 hoffentlich rauskommen. Ja, weil es hieß ja im Monatszyklus. Ich bin gespannt, ob das wirklich diese Geschwindigkeit wirklich beibehalten werden kann. Wenn, ist das richtig klasse, ist das richtig stark. Ist schon sehr Ja. schnell, ja. Mhm. Da Aber da muss ich können wir sagen, schon das ist gespannt wirklich sein. beeindruckend, wenn man so 'n bisschen auf dem Filmmarkt unterwegs ist. Da werden Mediabooks ja ständig oder überhaupt Veröffentlichungen immer wieder um Monate verschoben. Mhm. Das ist wirklich Mhm. krass. Ich habe jetzt auch grade wieder 'ne Mail bekommen, dass 'n Mediabook verschoben wurde. Und da finde ich schon erstaunlich, wenn man das hier in diesem Schlagtempo beibehalten kann. Wollen wir mal schauen. Aber ich würde sagen, wir weichen oder kommen 'n bisschen ab vom Wir weichen Thema, ganz denn schön wir ab. sind ja erst in Kapitel 2 und, hatten drüber gesprochen, Lynn führt Beastman so 'n bisschen rum und Mhm. man erfährt noch mal, was Beastmans Fähigkeiten sind. Das finde ich auch sehr gut, dass er halt diese Möglichkeit hat, mit Tieren, mit Bestien zu kommunizieren. Mhm. Und dann, kommen wir auch noch mal zur Sorceress, die immer noch gefangen ist, was wir auch aus Teil 2 wissen. Und dann taucht Skeletor das erste Mal auf und ich finde, er hat wieder 'n starken Auftritt. Also, ich muss sagen, Skeletor entwickelt sich doch so 'n bisschen zu meinem, Highlight, der Sprecher bisher. Habe ich doch Der gefällt mir immer gesagt. gut. Habe ich vom Ja, Anfang an ja, gesagt, am Skeletor, Anfang war ich noch 'n bisschen kritisch, aber richtig geile mittlerweile bin Stimme. ich Fan. Ich bin Fan. Weißt du noch, kannst du dich noch dran erinnern, Leute, es ist wir haben's, glaube ich, wirklich auf Film, wie man so schön sagt, dass ich gesagt habe: „Nichts gegen Peter Pasetti.“ Ja, Peter Pasetti Mhm. ist unerreicht, ja, von dem, was er alles gemacht hat, auch den Skeletor, aber dieser Mhm. Skeletor hier, wie er spricht, passt 100% in ein neues Masters-Hörspiel als Skeletor. Ja, Habe ich von Anfang an perfekt. gesagt, finde ich richtig cool. Und hier noch mal ganz kurz, ich habe es jetzt alle wahrscheinlich gelesen, Mhm. deswegen sind wir nicht auf die Okay. Seite gekommen. Retrofabrik war vorher unter EU, glaube ich, .eu oder so Mhm. was, die Seite, jetzt unter de. Das macht natürlich dann ist es dann logisch, wieso wir nicht auf die Seite kommen, aber da könnt ihr, wie gesagt, Mediabook plus, äh ich will ja grade mal gucken, ob ich's grad hinbekomme, plus auch das Amaray Case bestellen. Ja, das sieht gut aus, das sieht super aus. Also, machen wir mal ganz schnell das Ganze noch mal einblenden. So haben wir da haben wir die Seite, Mediabook oder Amaray bei der Retrofabrik lieferbar. Sehr schön. So, Genau. genau. Gehen wir weiter? Okay. Wir gehen weiter. Du musst grad mal machen, ich muss grad gucken, wo wir sind. Genau, Also, also Skeletor, Skeletor genau. taucht auf und erzählt, dass er eine alte Maschine gefunden hat und Jetzt dass haben wir's wieder. er einen Plan hat oder beziehungsweise spricht Mhm. er erst von dem Plan und er ist besorgt, dass jetzt so viele Verteidiger sich um Castle Grayskull, gruppieren, was ihm gar nicht gefällt, was seinen Plan gefährden könnte. Und dann spricht er von einer alten Maschine, die er wiedergefunden hat und die er jetzt erst mal testen muss und dann Mhm. verabschiedet er sich auch schon wieder, Mhm. warnt aber Lynn noch, dass sie aufhören soll, mit dem Buch des Bösen Mhm. rumzuspielen, was sie dann auch, direkt mal nicht macht. Aber wie wir dann später erfahren, scheint Skeletor auch genau davon auszugehen und diese Warnung scheint eher so 'n bisschen rhetorischer Natur zu sein. Aber hast du das auch genau, das ist alles richtig. Hast du das auch mitbekommen? Also, Lynn spricht ja so, man weiß es nicht genau, weil man kriegt's auch wieder Ja, mit nicht wem spricht gesagt sie? oder so, Spricht aber sie mit dem Buch oder sie mit sie irgend so spricht 'ner irgendwas vor sich hin und als Antwort kommt Ja. nur so Genau. Ist das jetzt das Buch gewesen? Also, Genau. das finde ich halt schade, dass es halt nicht
Ja, ich denke, das erfahren wir noch. Also, ich denke, da erklärt ist noch wird. irgend 'ne Macht im Hintergrund. Sie sagt ja auch Hm, so: „Du hast mir Macht versprochen und das ist jetzt, wie du dein Versprechen hältst.“ Also, ich glaube nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass sie wirklich mit dem Buch spricht, aber mit irgend 'ner Macht, die auf jeden Fall mit dem Buch verbunden ist. Aber ich denke, das werden wir okay. noch erfahren, denn das Buch, das zieht sich ja so 'n bisschen auch wie so 'n roter Faden durch. Und das ist ja Mhm, auch jetzt 'n Handlungsstrang, sage ich mal, der nicht abgeschlossen ist eben. mhm, mhm, Weil das wird ja dann nicht weiter mehr aufgegriffen großartig, das mhm. Thema. Genau. Diana sagt ja, lacht Schauen wir Skeletor mal. auch Skeletor-mäßig. Also, zumindest einmal in dem Hörspiel, in dem dritten habe ich gedacht, das ist diese Lache, also, er lacht dann, ich weiß nicht, ob er mehrmals lacht, aber da ist es mir wirklich aufgefallen, dass er halt wirklich, ich weiß nicht, ob er versucht, so zu lachen, so 'ne Mischung aus Peter Pasetti und dem Cartoon Skeletor, kam es mir so vor. Ähm, Ist mir nicht so aufgefallen. Weiß nicht, aber wie gesagt, ist vollkommen okay, vollkommen okay. Also, einmal habe ich ihn wissentlich wirklich lachen gehört, vielleicht macht er es auch mehrmals. Ähm, Mhm. aber genau, also das war Wo jetzt wir diese grad bei den, Szene. genau, wo wir grad bei der, Hommage sind, möglicherweise an das alte Hörspiel. Ist dir aufgefallen, wie Beastman da kurz danach der Szene sagt: „Ich habe es vergessen?“ Das hat mich sehr an das auch an die Europa-Hörspiele erinnert. Mhm. Ich glaube, das war die Folge, wo Webstore mit, seinem Spinnengift Beastman irgendwie zurückversetzt und er es dann aber doch wieder vergisst, was mit ihm passiert ist. War War das das mit der da? Auf jeden Tafel der Fall, Magier oder so? Ich weiß es nicht mehr genau. ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich da sofort das alte Hörspiel, den alten Beastman, im Ohr, wie er sagt: „Ich habe es vergessen.“ Aber Und hast das war du hier auch so, wo Beastman ja, nämlich vergessen hat, dass er eigentlich schauen soll, ob irgendwelche finsteren Kreaturen sich in den Höhlen von Snake Mountain rumtreiben. richtig, aber hast du so das Gefühl, bei Beastman hat man im Hörspiel ja 2 ja schon gehört und da war nichts von zu hören, dass er so 'n bisschen tollpatschig oder so was rüberkommt oder Mhm, vergesslich und so. Und richtig. hast du das Gefühl, dass er es hier eher ist, also, dass auch jetzt schon so nach Folge 2 zu 3 'ne Ja, Wandlung stattfindet, dass er mehr so der Cartoon lächerliche Beastman wird? Ich hoffe es nicht. ne, Ich hoffe es für diese das Gefühl Hörspiele, habe dass ich er nicht. Das Gefühl ja, habe ich nicht, aber ich habe schon das Gefühl, dass man, ihn so 'n bisschen zumindest an die Europa-Hörspiele angleicht, wo er ja nicht so trottelig war wie im Cartoon, aber auch eben er schon wurde trotteliger von einige. Folge zu Folge bei Ja, Europa. genau, er wurde immer trotteliger und hier scheint er mir jetzt so am Anfang zu stehen. Also, es wird ja auch so 'n bisschen angezweifelt, ob er lesen kann. Das erfährt man auch nicht so Mhm. richtig, weil Mhm. später Mhm. gibt ihm Evelyn was und sagt: „Du kannst doch lesen, oder?“ Und er bejaht das, aber man ist nicht so 100 Er bejaht das überzeugt, sehr ob's auch unsicher, stimmt. sagen wir mal so, ja. Ja, genau. Aber Ja. ich finde, er hat doch noch 'n guten, also, er ist noch 'n bedrohlicher Kämpfer. Also, er wirkt mir jetzt Mhm. nicht, als wenn man Mhm. ihn jetzt so als Comic Relief aufbauen wollte. Aber es kommt Richtig. dann 'ne sehr lustige Stelle gleich danach, wo er nämlich dann das erste Mal mit Skeletor in den Dialog geht. Und da finde ich Skeletor auch wieder großartig, wo er dann erst ganz interessiert ist an der Geschichte mit Battle Cat, den Beastman kurzzeitig, unter seine Kontrolle bringen konnte, bevor er Mhm. dann von He-Man verdroschen wurde. Und als es dann ins Detail geht, dann Skeletor so was meint wie: „Ja, so genau wollte ich's jetzt auch nicht wissen.“ Ähnlich wie er das, glaube ich, im ersten Hörspiel ja auch schon mal mit Lynn gemacht hat. Mhm. Und er bringt das, finde ich, absolut genial rüber. Es klingt nicht lächerlich, es ist einfach witzig. Ja, richtig, ganz genau, ganz genau. Aber, bevor 'n Schwenk zur nächsten Szene, zum nächsten Kapitel kommt, taucht ja noch jemand auf in Snake Ja, Mountain. Noch einer, der den Mann wir mit dem kennen. Keulenschwanz. Mit dem Keulenschwanz? Ja, Haben Sie das so gesagt? Weiß ich gar nicht. haben Sie so gesagt? Okay, okay. Lassen wir mal so stehen, würde ich sagen. Ähm, Da genau. steht der Und Schwanz. ich würde jetzt sagen, Europa-Art Whiplash kommt. Aber ich glaube, das darf man heutzutage nicht mehr so aussprechen, ohne Ne, lächerlich gemacht zu werden. das geht nicht. Whiplash. Mhm, Whiplash taucht auf genau. und er präsentiert sein Geschick mit dem Keulenschwanz und zertrümmert irgendwas. Starker Auftritt, wobei ich hier sagen muss, da habe ich schon festgestellt, es wird problematisch, Beastman und Whiplash auseinanderzuhalten. Ich finde, die klingen doch sehr ähnlich wieder. Wir haben sie später auch noch im Dialog. Mhm, Kurze Dialoge haben sie nur, aber auch da
Ich weiß nicht. Ich tue mich bei den beiden genauso schwer wie mit Ram Man und Fisto. Wenn die in einer Szene sind, fällt es mir auch ganz schwer zu unterscheiden, wer von beiden alleine, wenn Fisto alleine ist er sofort zu erkennen, aber mit Ram Man habe ich da noch meine Probleme. Da bin ich Mhm. manchmal nicht sicher, obwohl Ram Man hier in diesem Hörspiel tatsächlich kaum vorkommt. Richtig, Aber dazu kommen wir später. Ich richtig. greife schon Genau. wieder vor und bringe alles durcheinander. Also Whiplash kommt, er hat Alles auch den gut, Ruf alles gehört gut. Genau, und, richtig. wird eingeführt und dann ist auch Kapitel 2 zu Ende und Kapitel 3 geht los. Die Mhm. Helden kehren heim, kann man sagen, von ihrem Genau. Abenteuer im zweiten Teil und es wird dann vielleicht auch für die Hörer, die dann doch den zweiten Teil nicht gehört haben, noch mal so 'n bisschen vom Erzähler und dann auch Mhm. von He-Man Erzähler zusammengefasst. ist wichtig, genau, weil da kommt wieder der Erzähler und Genau, der Erzähler ja. erzählt. Genau, Der richtig. Erzähler erzählt, genau. Was mir Mhm. hier ist mir aber eine Kleinigkeit aufgefallen, die mich 'n bisschen gewundert hat. Und zwar sagt der Erzähler, der ja immer recht hat, ne, davon muss man ja ausgehen. In Sollte. solchen Hörspielen geht man ja immer davon aus, der Erzähler ist ja so 'ne übergeordnete Instanz. Mhm, mhm. Und er sagt, dass der Sieg teuer erkauft wurde, denn die Sorceress ist verschwunden. Und dieser Satz ist mir, bei beiden Malen hören so 'n bisschen aufgestoßen, weil ich dachte: „Ne, es stimmt nicht, denn das Verschwinden der Sorceress hat eigentlich nichts mit He-Mans Sieg zu tun.“ Es Ich finde, so wie der Erzähler es darstellt, käme man auf den Gedanken, dass die Sorceress in irgendeiner Form geopfert wurde oder dass man eher den Kampf gewonnen hat, statt der Sorceress zu helfen oder so, aber es ist ja eigentlich gar kein Zusammenhang, denn die Sorceress wird ja lange vor dem Kampf entführt und ist einfach überhaupt nicht mehr da. Nur Mhm, weiß das keiner, weil sich Evelyn ja als mhm, Sorceress ausgibt und mhm. es gibt ja gar keine Stelle, wo man denkt so: „Oh, sollen wir jetzt die Sorceress retten oder retten wir, Castle Genau, Grayskull oder genau, schließen wir genau. diesen oder öffnen wir den Schlund wieder?“ Also, das ist Mhm. für mich gibt's da gar keinen Zusammenhang, deswegen wunderte mich diese Formulierung etwas, dass der Sieg teuer erkauft wurde mit dem Verlust der Sorceress. Aber na ja, Kleinigkeit ist mir aber aufgefallen. Vielleicht war ja, keine Ahnung, vielleicht dachten sie sich: „Okay, alles wieder in Ordnung, Castle Grayskull ist gerettet, aber die Sorceress ist nicht da, also, ist sie halt zum Opfer gefallen.“ Ich weiß es nicht genau. Ja, da habe ich mich dann gefragt, ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst, haben die anderen Helden das eigentlich mitbekommen, dass die Sorceress weg ist? Oder wissen die irgendwas von der Sorceress? Weil das Gefühl hat man ja nicht, ne? Also, die sind ja alle sehr, im Siegestaumel, sage ich mal, und wollen sofort irgendwie, eine, Antilope verspeisen, wenn ich mich Eine recht erinnere. Schreckensantilope. Genau, eine Mhm, Schreckensantilope, du mhm. sagst es. Und es scheint sich keiner Sorgen zu machen, dass die Sorceress weg ist. Da habe ich dann gedacht, haben die das vielleicht gar nicht so mitbekommen, wie wichtig die Sorceress ist? Könnte sein. Weil nur He-Man Ich kann scheint mich sich irgendwie jetzt Gedanken zu machen. Ich wollte grad sagen, ich kann mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern, wie präsent sie gegenüber den anderen, äh, Ja, Streitern ich glaube Eternias halt mhm. bekannt gemacht oder offenbart wurde oder so was halt. Ich Ja, weiß es grad weiß ich auch nicht nicht mehr. Ich genau. glaube auch nicht so richtig, ne? Die hat sie da also Lynn in Gestalt der Sorceress hat die, Kämpfer in der Burg in Empfang genommen und gesagt, nur He-Man darf mitkommen und hat die Mhm, anderen so 'n bisschen stehen gelassen und mhm. vielleicht war das auch der einzige Kontakt und den Kämpfern ist gar nicht so, bewusst, um die Gefahr, in der, der Planet ja damit immer noch schwebt, dadurch, dass die Das kann Sorceress weg sein. ist. Das Aber kann auch sein. He-Man gönnt sich erst mal 'ne Pause und sagt: „Mensch, wir verwandeln uns erst mal zurück.“ Und da kommt ja jetzt Mhm. 'n interessanter Aspekt, den wir so noch nie irgendwie, glaube ich, mal aufgegriffen haben im Masters Kosmos, nämlich die Erschöpfung. Die Erschöpfung? Ja, das fand ich ganz Nämlich interessant. auch. Erst mal Ich Man ich at ich ich esse mal Arms übrigens zu der Jahreszeit ich beiße mal in meinen Lebkuchen. sehr gut, mach Klär uns das. mal über die Erschöpfung auf. Also, die Helden kehren ja zurück und dann wollen sie alle was futtern gehen und Man at Arms nimmt He-Man zur Seite und fragt ihn ganz besorgt, wie er sich denn fühlt, weil er noch nie so lange am Stück He-Man gewesen ist. Er sagt aber, er fühlt sich gut, stark und ausgeruht.
aber dann wollen sie sich zurückverwandeln und Battlecat warnt bereits, wenn sie das tun, wird sofort die Erschöpfung über sie kommen und genauso ist es dann auch. Und das fand ich eigentlich 'ne spannende Idee, dass so 'n bisschen ja, als wenn He-Man und Battlecat so unter Steroiden stehen irgendwie oder unter irgend so 'm Aufputschmittel und wenn sie sich dann zurückverwandeln, dann setzt diese harte Erschöpfung ein und sie merken erst, was sie geleistet haben und wie strapaziert, ihre Körper dadurch sind. Und das finde ich auch 'ne ganz schöne so im Nachhinein so 'ne ganz schöne Idee, warum, Adam und Cringer eigentlich ständig am Schlafen sind, ne? Das ist ja 'ne ganz schöne Erklärung, denn in den alten besonders in Das den alten Europa-Hörspielen waren die ja ständig am Pennen eigentlich. Ja, richtig, Lagen genau. immer Entweder unter im irgend so Gras 'nem irgendwo Baum rum. gelegen, Blumen gepflückt oder Genau, richtig. genau. Mhm. Und sind den Das schönen stimmt. Künsten nachgegangen. Und hier haben wir jetzt so Richtig. 'n bisschen die Erklärung, ja, das ist die Kampfeserschöpfung. Und ja, Cringer ist dann ganz froh, dass er sich so 'n bisschen hinlegen kann und Adam, Mhm. ja, der trifft dann auf Orko, der ihm wiederum berichtet, dass Bassoff und Stratos eingetroffen sind. Was es damit auf sich hat, haben wir ja im Teil 2 gehört. Also, hier haben wir auch wieder so 'n direkten Anschluss, aber die beiden erklären dann auch noch mal, was sie herführt und was sie beobachtet haben, was He-Man dann oder Adam in dem Fall direkt als Zeichen deutet, dass er da die Sorceress offenbar in Snake Mountain finden kann. Genau, war jetzt muss ich kurz fragen, Mhm. waren Stratos und Bassoff in Teil 2 oder in Teil 1 schon? Da haben sie sich Nein, die sind in aufgemacht Teil 2. nach Das Teil war in sind Teil in Teil z 2. okay, okay. Mit den Fledermäusen, die sie angegriffen haben. Genau. Ähm, okay, das war in Wie Teil wie 2. so Okay, okay, Flederwölfen. Ich glaube, genau. Flederwölfe waren's. Ja. Ja, genau. Und die haben Genau, sie die sind halt jetzt angekommen. genau, die sind losgeflogen, wollten nach Mhm. Eternis in den Palast und sind jetzt Mhm. quasi in Teil 3 angekommen. Genau, und Genau. da hat sich jetzt auch so 'n bisschen das Rätsel gelöst, was der, Zeitlose in Teil 2 meinte, dass die Antwort, wo die Sorceress zu finden ist, dass sie die im Palast finden. Das hatte mich ja letztes Mal 'n bisschen gewundert und Mhm. jetzt haben wir erfahren, ja gut, es stimmt auch, denn Stratos und Bassoff erzählen von ihren Erlebnissen und dadurch wird eben klar, wo die Sorceress ist. Mhm. Der Zeitlose hätte natürlich auch direkt sagen können, dass sie in Snake Mountain ist, Das ist aber ja wir wissen langweilig. ja, mit Geheimnissen ist groß auf Eternia. Mhm, Immer das stimmt. viele Geheimnisse, die nur Das Stück für stimmt. Stück gelüftet werden. Richtig. Genau, ich habe mir da was habe ich mir da noch aufgeschrieben? Genau, Orko sagt: „Es klingt so, als ob die Zauberin in Snake Mountain festgehalten wird.“ Stimmt, Orko hat auch wieder wertvolle Tipps. Man merkt sowieso, Mhm, Orko, trägt hier immer viel zum, Vorankommen der Handlung bei, ne? Viel mehr als bei den alten Hörspielen, wo er immer mehr so für den Schlussgag irgendwie und für 'n paar Späße zwischendurch zuständig mhm, war. Man hat das mhm, Gefühl, hier wird er doch sehr viel mehr in die Handlung eingebunden und wirkt auch etwas, ja, wertvoller, sage ich mal, für die Gemeinschaft. mhm. Wie ich habe jetzt hier 'n kleinen Cut bei mir, weil bei mir geht's jetzt weiter mit Mhm. von wegen, äh hat He-Man sich zurückverwandelt in Adam und verwandelt sich jetzt wieder in He-Man oder war er noch Genau. gar nicht okay, gut, dann habe ich's doch Genau, richtig. er hatte sich kurzzeitig in Adam verwandelt, hat dann mit Mhm, Bassoff und Stratos gesprochen, mhm, sagt dann, dass er jetzt He-Man holen wird und verwandelt sich mhm. dann 'n bisschen unspektakulär in He-Man zurück. Genau, genau. Ja. Das also Die Verwandlung unspektakulär. ja, die Verwandlung hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen. Ich finde, der He-Man-Sprecher wirkte, etwas bemüht und nach wie vor werde ich auch gar nicht warm mit der Musik, die dazu eingespielt wird. Die ist mir zu seicht und die klingt für mich immer mehr wie so 'n Outro, was so am Ende irgendwie so Mhm, ausplätschert und überhaupt kein bisschen so ja, es kommt keine Aufbruchsstimmung. Also, wenn man das mhm, ich weiß, mhm, es ist 'n bisschen müßig, immer wieder das alte Hörspiel zu bemühen, aber wenn man sich, erinnert an diese geniale sowohl Titelmusik als auch dieser Sound, der bei der Verwandlung kam, ne, das war ja wirklich so 'n kraftvoller, mhm, rhythmischer Sound, der so dem Zuschauer vermittelt hat: „Jetzt geht's los, jetzt brechen wir auf, jetzt geht's in den Kampf.“ Und diese neue Melodie, die plätschert mir zu sehr, vor sich hin. Die ist mir einfach zu seicht. Das
finde ich, ist mir hier wieder, weil He-Man ja diverse Male sich hier verwandelt. Ich glaube, bestimmt 4-mal ruft er die Macht hier an. Und jedes Mal denke ich so, die musikalische Untermalung, Ja, tatsächlich gebe ich da dir da hapert's auch mir immer noch. recht. Ja, ich finde, wie sagt man das denn? Ich finde die Musik also nicht nur die Verwandlungsmusik, sondern Mhm. bis auf das ein oder andere Thema, was so angespielt wird, finde ich, die Musik wird sowieso sehr dezent in den Hörspielen Ja, benutzt. ja, Und sehr das, wenig. was dann kommt, finde ich zu unscheinbar, zu Ja. ich will jetzt nicht Unscheinbar sagen trifft es gut, ja. 0815, aber zu Ne, auswechselbar. unscheinbar Ja, diese unscheinbar trifft Musik es wirklich sehr, ja. die Musik, wie gesagt, ich möchte jetzt hier keine große Kritik hier an der Musikrichtung oder so was halt machen, aber mich persönlich packt sie auch nicht, ja. Mhm. Die hört sich halt, zu Belanglos ist das Wort, ja. ja, ja, sie hört ach so, hat der Alex geschrieben, ja. Sie hört sich Mhm. zu jetzt müsste ich auch sagen, belanglos an. Also, sie ist wie sagt man das denn? Ich kriege grad nicht die richtigen Worte zusammen. Ähm, Vielleicht kommst du ja nachher noch zu auf 'n besseres Wort, aber austauschbar, ob das ja, jetzt da so 'n paar Klänge sind oder da, die packt mich halt überhaupt nicht, ja. ja, Wie du schon sagst, da muss was Kraftvolles kommen, da muss was kommen, ja. was auch ins Ohr geht und die Musik hört sich halt wirklich austauschbar an wie, 0815, einfach, in 'nem ChatGPT Musikprogramm: „Stell mir mal so 'ne Musik, bla bla bla“, und dann ist die Musik da. So hört sich das für mich an. Ja, ich will jetzt Zu nicht sagen, dass lasch. Jana da sagt auch zu keine, lasch. zu lasch, genau, dass da keine, Hingabe oder was weiß ich, was dahinter steckt, Ja, um diese Musik da zu machen, die jetzt im Hörspiel drin ist. mhm. Aber wie gesagt, mich packt sie halt einfach auch nicht und Ja, und es ist man immer hat ja leicht, auch das zu nur sagen, wenn man's ja, nicht selbst natürlich, gemacht hat. Wenn absolut, jetzt was absolut. Weil dann heißt es: „Ja, das Frank, bring Problem doch mal ist was ja auch anderes rein.“ Dann sage ich: das keine Problem ist Ahnung.“ ja auch bei der Verwandlungsszene, da sind ja nur wenige Sekunden, die Mhm, überhaupt, Zeit ist für Musik und da mhm, muss das mhm, knallen, da muss das richtig reinscheppern und mhm, dieses seichte, Gesäusel, sage ich mal, das trifft's für mich einfach überhaupt nicht. Ne, mhm. also, grade bei dieser Verwandlungsszene, da muss, finde ich, mehr Power dahinter, aber, ich glaube, damit haben wir das jetzt auch genug ausgebreitet, das Thema. Fertig, aus. Ähm, denn dann, schreitet die Handlung eigentlich, gut voran. Was ich hier ganz spannend finde, dass jetzt Man at Arms, Teela und auch Ram-Man zurückbleiben und Orenius kommt auch nicht mit. Ram-Man Battlecat ist bleibt damit auch zurück, Battlecat bleibt auch weil zurück He-Man sagt nämlich und extra Entschuldigung, wenn ich grad ja, unterbreche, wir er wir muss müssen hinfliegen. Ja, „Ich muss fliegen, deswegen ja, kannst du nicht mitkommen.“ Und genau. früher war das ja auch, also, wenn man wieder mit anderen Hörspielen vergleicht, gar kein Problem. Da ist Battlecat auch im Wind Raider mitgeflogen Da waren die Wind oder Rider im Größen. Blasterhawk und keine Ahnung was. Und hier ist es schon wieder realistischer, was ich halt schon wieder besser finde. Ja, ich fand auch gut, dass jetzt nicht wieder alle mitgekommen sind. Ich fand es auch, interessant, dass Ram-Man zurückbleibt, der damit auch aus der Handlung aussteigt. Das finde ich Mhm, ganz spannend, mhm, denn, es ist ja deutlich, wenn das Hörspiel weitergeht, dann weiß man ja, warum Man at Arms und Teela zurückbleiben, ne, damit es dann nachher 'n Sinn ergibt mit der Handlung, die in Eternus dann stattfindet, weil mhm. sonst hätte man ja nur Nebencharaktere. Aber ich finde es spannend, dass Ram-Man gar nicht mehr auftaucht. Frage ich mich, ob da der Sprecher irgendwie keine Zeit mehr hatte. Den hätte man ja auch gut in diesen Konflikt, der später kommt, noch mit einbinden können. Taucht aber nicht mehr auf. Aber die übrig gebliebenen Helden, nämlich Mekaneck, Bassoff, Stratos, Man at Arms, Orko und He-Man, die machen sich jetzt alle auf nach Snake Mountain. Ne, Man at Arms nicht, Entschuldigung. Mein Aber Arms alle bleibt da, anderen genau, genau, Man at Arms bleibt ja da, aber genau. He-Man, Orko, Bassoff, Stratos und, Mekaneck machen sich auf den Weg nach Snake Mountain. Und was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, jetzt sehe ich's erst. Ich hatte mir Mhm. aufgeschrieben und das jetzt nicht gespielt oder so: „Musik eher unspektakulär bei der Verwandlung“, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, Siehst du? so viel So dazu. ist Und das was ich mir noch leider, ja. aufgeschrieben habe, das, was du eben gesagt hast mit den Mhm. Stimmen auseinanderhalten. Ja. Ich habe mir noch aufgeschrieben, mein Wortlaut, das tippe ich immer, während ich das Hörspiel höre und mir da irgendwas bei auffällt. Mhm. Das heißt, manchmal ist die Grammatik dann auch nicht so richtig dabei, aber ich habe geschrieben: „Die Verteidiger Eternias kommen mit und jeder sagt, welches Fahrzeug er nimmt, aber ich habe keine Ahnung, wer war.“
habe ich geschrieben. Ja, also ich meine, Ja, du hörst nur, ich nehme das, aber ich weiß gar nicht, ist das ja. jetzt Fisto, ist das jetzt Mechanic? Wer Mhm. ist denn jetzt wer? Wer nimmt denn jetzt welches Fahrzeug? Habe ich überhaupt nicht Mhm. mitgekriegt. Also ich habe nur Stimmen gehört, die gesagt haben, ich nehme das, ich nehme das, ich nehme das, aber ich Ja, konnte es nicht ja. auseinanderhalten, wer das jetzt ist. Wollte Mhm. ich jetzt auch noch mal sagen. Habe ich Ja, alles mitgeschrieben. da habe ich auch, immer wieder meine Probleme und, zum verwirrendsten Part kommen wir jetzt, nämlich, Kapitel 4 ist ja der Aufbruch der Einbruch in Snake Mountain. Das finde ich, wird Mhm, ganz nett geschildert, ne? mhm, Erst kommt Mechaneck wieder zum Einsatz, kann 'ne Schwachstelle ausfindig machen. He-Man und Fisto trümmern gemeinsam irgend 'ne wohl etwas schwächere Wand ein, um, in Snake Mountain reinzukommen. Ich habe mich bisschen über die Geräusche gewundert. Es klingt, als wäre Snake Mountain aus Glas. Ist dir das auch aufgefallen? Dieses Geräusch von dem Loch, was entsteht, das ist eher so 'n bisschen, also, es wirkt sehr fragil. Es wirkt nicht, als würden da dicke Felsstücke irgendwie rausgeschlagen werden. Da habe ich mich noch gewundert, aus welchem Material wohl Snake Mountain besteht, dass das so, seicht, in sich zusammenfällt, jedenfalls an dieser einen Stelle. Aber vielleicht ist es auch grade die Schwachstelle, die Mechanic ausfindig gemacht hat. Und dann mhm. sind Kann also sie ganz auch kurz schon kann in kann der sein, Block. weil, ich habe mir jetzt dazu habe ich mir nix aufgeschrieben, also nix von Okay. wegen, dass es sich komisch anhört oder so, aber, zum Anfang hin, wie Evelyn das erste Mal in Erscheinung getreten ist, hieß es ja auch, Mhm. dass ja überall dass es reintropft und keine Ahnung was halt, ja? Also, dass es sehr löchrig und so weiter ist. Ja. Mhm. Von daher kann's ja wirklich sein, dass Snake Mountain 'ne reine Bruchbude mittlerweile ist. Und deswegen halt auch könnte das ja wieder sein, ja? Also, Ja, stimmt, könnte finde ich sein. okay. Ja. Ähm, Ja, war genau, jetzt so, aber ich bis habe ich dich habe mich unterbrochen. nur 'n bisschen gewundert, ja. Ne, Mhm, ne, alles gut. Und dann sind sie drin, freuen sich, dass sie so geräuschlos mehr oder weniger reingekommen sind und dann werden sie aber direkt von Evelyn und Beastman mhm, abgefangen. mhm. Und Genau, und dann kommen wir zum nächsten großen Kampfesgeschehen, wo ich dann wirklich teilweise komplett den Überblick verloren habe. Also, ja, wobei diesen Kampf, den habe ich mir, glaube ich, ungelogen, also, dieses Kapitel 4 habe ich mir bestimmt 5 oder 6 Mal angehört, um wirklich zu verstehen, was da jetzt grade passiert. ich habe mir noch aufgeschrieben davor, dass Orko kurz was zur Magie erklärt, wie Ja, Magie stimmt, da habe funktioniert, ich dass mir, halt die ja, Mächtigsten halt, fand ich auch ganz Magie spannend, selbst stimmt. halt erzeugen können oder selbst sehr Mhm, kraftvoll sind und alle anderen Artefakte brauchen, um Magie zu erzeugen. Das fand ich eigentlich auch richtig mhm. richtig cool. Ja, also schön Stimmt, mhm. erklärt. Ja, Ähm, absolut, hast du recht, fand ich auch gut, hatte ich mir jetzt nicht notiert, aber das war tatsächlich 'n guter Punkt und dass man versteht, warum einige wie die Sorceress einfach so zaubern können und andere mhm. da eben irgendwie Evelyn und Orko auch, gewisse Artefakte oder Gegenstände zu benutzen müssen. Das fand ich auch ganz Ähm, gut, ja. so, der Kampf, den du jetzt geschildert hast, wo du den Überblick Ja, verloren hast, soll ich ja. dir mal sagen, was ich dazu geschrieben habe, was ich Na, mir während des erzähl. Kampfes notiert habe. Also, erst mal habe ich Ja. geschrieben, Evelyn und Beastman, aber dann kommt auch noch Whiplash dazu Ja, und dann habe ich geschrieben, Schattenbestien kommen dazu komm auch, ja. und, Schattenbestien kommen und durch He-Mans Schwert, zack, Blitz, sind einfach die Schattenbestien wieder weg. Sehr unspektakulär und der Kampf ist fertig. Also, ich finde, ja, Ja, es passierte zwar was, aber es war weder bedrohlich, finde ich, noch habe ich irgendwie mitgefiebert oder was auch immer, sondern es war einfach so: „Zack, da ist jetzt halt 'n Kampf und He-Man macht irgendwas." Ich weiß nicht mehr mhm. genau, irgendwas mit Blitz habe ich mir aufgeschrieben. Keine Ahnung, was er da Ja, gemacht hat, dass er mich er geblendet ruft hat oder so. sozusagen noch mal wieder die Macht von Castle Grayskull an, Mhm. und, die Verwandlungsblitze, also oder die noch mal, Okay, okay, ja, ja. ne, dieser Effekt, der Mhm, verscheucht dann die Shadow Beasts und ich habe auch gedacht, das ist so enttäuschend. Also, das ist mein größter Kritikpunkt, muss ich sagen, an dem ganzen Hörspiel ist eigentlich, das 4. Kapitel, zusammen mit dem 12. Kapitel, aber das 4., da war so viel Potenzial. Es war so viel Potenzial mit diesen Shadow Beasts und ich finde, es wurde so viel falsch gemacht an dieser Stelle, aber da würde ich, gerne vielleicht später, da habe ich nämlich einiges mit zu notiert, aber vielleicht kommen wir da am Ende beim Fazit drauf. Also, ich kann nur okay. sagen, der Kampf war unübersichtlich, er war unspannend. Die Shadow Beasts wurden komplett verpulvert. Man kriegt überhaupt nichts von ihnen mit.
Mhm. Und man versteht auch so vieles also, was heißt man? Ich habe auch vieles so nicht verstanden, was jetzt genau passiert, weil irgendwie haben dann Beastman und Whiplash kurze Dialoge, wo man nicht so ganz weiß, worauf das hinausläuft. Und ich finde, man versteht auch nicht so ganz, wer jetzt gegen wen gerade kämpft. Man weiß nur, dass Fisto offenbar gegen Evelyn versucht zu kämpfen, aber es ist mir alles viel zu unübersichtlich und der ganze Part wirkt für mich wirklich so, als wenn das 'ne Tonspur von einem Film oder einem Cartoon wäre und man hier einfach nur, ja, den Ton hat und eigentlich 'n Bild bräuchte, um zu verstehen, was hier genau passiert. Und das geht mir leider immer wieder so. Das finde ich so schade, dass man nicht 'n bisschen die Bedrohlichkeit mehr aufbaut, indem man einfach erklärt, worum es hier grade geht, was hier Mhm. grad das Risiko ist und was hier grad Mhm. Bedrohliches passiert. Ich meine, Orko Mhm. sagt einmal „Shadow Beasts" und danach passiert aber überhaupt gar nichts. Also, gut, aber da würde ich gerne später noch mal drauf kommen. Auf Okay, jeden okay. Fall, man merkt, dass sich He-Man hier, relativ lange zurückhält und wie du schon sagst, dann, nutzt er diesen Trick mit seinen, Verwandlungsenergieblitzen. Die Shadow Beasts sind weg und dann kommen wir auch schon zur Befreiung der Sorceress, ne? Dann laufen sie hinter Evelyn Genau. hinterher und finden relativ schnell in diesem riesigen Snake Mountain Areal tatsächlich sehr schnell die Sorceress dann und können sie auch relativ schnell befreien. Orko hat hier noch mal 'n starken Auftritt. Sein Zauber ist Ja. überraschenderweise wieder stärker, als er sein sollte, was Mhm. ja auch 'ne interessante Umkehrung ist zum Hörspiel. Mhm. Er, geht nämlich gegen Evelyns Feuerzauber gegen an mit einer Flutwelle, die fast die ganze Crew ertrinken Genau, lässt. richtig. Richtig. Und dann ist aber die Zauberin auch schon recht schnell befreit und erst jetzt, also zum Kapitel 5, wo fast die Hälfte des Hörspiels schon rum ist, jetzt wird uns erst erklärt, worum es in dieser Folge eigentlich geht und wir erfahren, was es mit Skeletors Maschine auf sich hat, die er wiedergefunden hat und was es mit dem Kristallschild auf sich hat. Mhm. Korrekt. Da muss ich grad gucken. Ich habe noch geschrieben, dass bevor die Sorceress befreit wird, Lynn erst noch mal mit der Sorceress spricht. Also, Lynn läuft ja dann ist ja bei der Sorceress Mhm. und, die Sorceress redet ihr noch mal ins Gewissen und sagt halt, dass das Buch des Ja. Bösen sie auszehrt und dass es nicht gut für sie ist und bla bla Mhm. bla. Finde ich Ist auch Lynn aber gut, ja. natürlich egal. Aber ich finde, das finde Ja. ich halt wieder gut gemacht und gut beschrieben. Ähm, Ja, das genau, dann stimmt. Das finde ich zaubert auch gut. Orko, genau richtig. Die Sorceress ist frei. Und genau, dann wird erklärt, was nein, dann wird erklärt, was die Moin, Maschine Majestix. ja, hallo, guten Abend. Was die Maschine, für 'ne Wirkung hat. Äh, Ja, Hass und Zwietracht, ne? So was wird genau, gesagt. Magor habe ich mir aufgeschrieben. Ja, genau. Die Maschine hat auch 'n Namen, sie Mhm, heißt der Magor. mhm, Und das ist wohl auch das Gerät, was auf dem Cover zu sehen ist, bei dem mhm, Mediabook auf der Rückseite. mhm, Und dann wird jetzt einiges erklärt, ne? Jetzt erfahren wir endlich mal 'n paar Hintergründe. Ich habe mir aufgeschrieben, wir lernen, der magische Fluss wurde gestört und die Burg wurde verborgen. Dadurch begann eine Zeit des Niedergangs. Der titelgebende Kristallschild zerbrach und nun ist nur Zeit, bis die Nordmonde sich vereinen oder so, mhm, mhm, um diesen mhm, Schild wieder zusammenzusetzen, mhm, damit, dieser Schutz vor dem Magor wiederhergestellt wird. mhm, Ne, das ist, glaube ich, so 'n bisschen, was jetzt, das Thema ist. Also, der Schild ist zerstört, es sind mehrere Artefakte, insgesamt sind's zum Glück nur 3 zerbrochen, die jetzt, in so 'ner Art Schnitzeljagd schnell gefunden werden müssen. Die Zeit drängt, nicht nur, weil wir erfahren, dass, in Eternus, der Hauptstadt, grade der Hass um sich greift und richtig. man sich gegenseitig als Verräter deklariert. Also, sowohl Man at Arms hat eine Fraktion, als auch Teela und Renius haben eine Fraktion und gegenseitig, so habe ich's jedenfalls verstanden, werfen Mhm, sie sich vor, dass sie Verräter wären. Hast mhm. du's auch so Genau, verstanden? habe ich auch so verstanden. Das habe ich auch so Genau. verstanden. Was ich nicht verstanden meine, es muss nicht alles erklärt werden, aber was ich nicht verstanden Mhm. habe, ist, wie hat Skeletor die Maschine gefunden? Und
Oder habe ich das nur nicht gehört? Am Anfang hieß es, ich habe was gefunden, ich habe 'ne Maschine gefunden, ich muss da jetzt hin, gucken, ob sie noch funktioniert. Aber wie kam's? Wo kommt die Maschine her? Wie kam es? Wie hat er sie instand gesetzt? Wie hat er sie aktiviert? Und das Ganze. Ja, Ich meine, es muss nicht das alles immer das lassen erklärt wir aus. werden, aber ja. Aber auf Ja, einmal ist stimmt, die das wird Maschine in Betrieb ausgelassen. genommen. Ja, Also, die Maschine ich habe das so verstanden, dass die schon immer in Snake Mountain war. Also, das ist ja wohl so 'ne Maschine, die sehr, bekannt ist, die es schon immer gab und die hat ja auch so 'n ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal, was Orko ja auch noch mal hervorhebt in seiner Nachfrage, denn sie verbindet Technik und Magie und ist genau, damit, ein Relikt aus alter Zeit und wohl jetzt ziemlich einzigartig. genau. Früher konnte man Aber Magie und Technik miteinander verbinden. Der Magor stammt aus genau. dieser Zeit, habe ich mir notiert, ja, korrekt. Aber ich habe es so verstanden, auch wenn der Magor sehr alt und sehr mächtig ist, dass er nur Hass erzeugen kann. Oder hast du es so verstanden, dass man mit dem noch was anderes machen kann? Ne, es wurde Ne. zumindest habe ich nicht gehört, dass da noch was anderes im Spiel ist oder so was. Ja, also so wie der Also, er jetzt wiegelt die eingeführt Leute wurde, hätte ich gegeneinander auf. ja, ich hätte gedacht, er kann noch 'n bisschen mehr. Weil ich meine, Leute gegeneinander aufwiegeln, das kannst du ja gut, es gibt viele Möglichkeiten, aber hier ist das ja so 'ne Magiesache, ne? Also, ich habe jetzt nicht verstanden, was Technik jetzt dazu beiträgt. Also, wo ist jetzt hier 'n technischer Aspekt, wenn es darum geht, so 'ne Art Hassstrahlen zu senden? Vielleicht ist das jetzt auch zu kleinlich, aber ich hatte eigentlich gedacht, dass das Gerät noch irgendwie mehr kann, aber offenbar also, ich meine, ne, für so Hass, da würde ich sagen, da ist irgendwie so 'n Zauber ja wohl verantwortlich, wie das ja in allen Märchen eigentlich ist. In jedem Märchen, wo irgendwas mit Persönlichkeitsveränderungen stattfindet, ist das immer 'n Zauberspruch. Da hat ja noch nie einer aufm Computer rumgetippt und dann sind irgendwelche Leute böse geworden. Deswegen hat mich das 'n Ja, bisschen weiß gewundert. nicht. Mhm. Ja gut, vielleicht heute in der Social-Media-Welt schon. Aber es hat mich tatsächlich 'n bisschen, gewundert, dass dieser Technikaspekt für mich so 'n bisschen unklar geblieben ist, was das jetzt also, was Mhm. was der jetzt dazu beiträgt, Was aber was was der na ja. bewirkt, genau, richtig. Ja, Oder genau, wieso was der genau. Maschine und früher konnte man Magie und Technik miteinander verbinden, so wurde das gesagt. Wie verbinden, keine Ahnung was, auf jeden Fall, wenn die 2 ja, zusammenkommen, dann bewirkt das irgendwas. So habe ich's halt interpretiert halt einfach. ja, Ja, aber wie man's offenbar halt nicht viel verbindet, mehr als ja, als dass da jetzt vielleicht so 'n kann Hass entsteht. anderes Ich meine, das hätte jetzt auch 'n Spruch aus'm Buch des Bösen irgendwie bewirken können oder irgend 'n Amulett mhm, oder so. Gut, nun ist es hier so 'ne Art böser Computer, der das erzeugt und es reicht eben nicht, ihn zu zerstören. Das ist ja auch ganz spannend, und Mephisto will ihn direkt kaputt hauen und mhm, dann sagt die Sorceress: „Nein, das würde aber, erst mal nicht helfen, sondern es müsste dieser Schild wieder installiert werden, der die Bewohner schützt. Erst dann würde es Sinn machen, danach die Maschine zu zerstören." korrekt, So genau. so wird's dann, glaube ich, gesagt. Und dann, Mhm, nimmt He-Man tatsächlich das Heft in die Hand und sagt: „So, ich bin jetzt hier der Gruppenführer und ich teile euch jetzt hier ein." Und dann werden 3 Gruppen gebildet, weil man sagt, die Zeit drängt. Die Monde, das sagt, glaube ich, Stratos oder Bassoff, einer von den beiden, dass die Monde nur noch halt einen Tag davor sind, sich zu vereinen. mhm, Und deswegen, sagt man, Teams müssen gebildet werden. Das hält He-Man hier für die schlauste Idee und ja, da macht man sich 'n bisschen einfach auf die Frage, wie man denn diese Artefakte auf der riesigen Welt finden soll, sagt dann die Sorceress: „Ja, ihr werdet sie spüren." Und dann hört man, sie will zaubern, aber man hört keinen Zauberspruch interessanterweise. Also, wir lernen auch hier, die Sorceress zaubert nicht mit Zaubersprüchen, das hat sie nicht nötig, sondern sie macht wohl irgendeine Geste oder so, man weiß es nicht genau. Man hört so 'n Zaubergeräusch, will ich mal sagen, so 'n ja, bisschen wie ja, früher bei ja, Orko vielleicht. Und das ist dann wohl der Zauber, der bewirkt, dass die Kämpfer des Guten das Amulett dann oder die Teile des Amulettes spüren können und es wird ihnen halt noch gesagt, in welche Gegenden sie sich begeben müssen und mhm. dann ist auch schon Aufbruchstimmung, ne? Genau, und zwar brechen Ja, sie in 3 Zweierteams auf, wenn ich das richtig genau. runtergeschrieben habe. Und zwar Ja. gehen sie einmal in die Teersümpfe, Mhm. in die He-Man und Schlucht Orko. der Ahnen und die gläserne Grotte. Genau. Die Schlucht, da sind Fisto und Bassoff auf dem Weg. Genau, Und die Mekaneck und gläserne Grotte, Stratos, Mekaneck gläserne Grotte. und Stratos, genau. Genau, und He-Man und Orko schnappen sich die Teersümpfe und auf geht's. He-Man und Orko machen sie's wieder einfach.
wie wir aber erst im Nachhinein erfahren. Hm. Also, Da ich muss ich glaube, ein bisschen schmunzeln, dass die eigentlich den leichtesten Part haben. na ja, ich muss sagen, also, da kommen wir gleich zu diesen, wie Ja, alle 3 die 3 Stücke finden. ja, Ähm, aber erst mal habe ich noch mal geschrieben, dass es noch mal 'n Szenenwechsel gibt, dass es, genau, zu Eternus hin, genau, zu 'n Kapitel Palast, 6. und Mhm. der Erzähler kommt wieder, zum Sprechen und erzählt 'n bisschen, wie sich die Lage zuspitzt, Ja, dass Tila und Renius, gegen Man at Arms kämpfen und so weiter. Du hörst ja auch, mhm, wie die sich so 'n paar Sachen an den Kopf schmeißen, sage ich mal, ja, so 'n bisschen angenervte, ähm, aber viel obwohl mehr sie da schon, ja nur übereinander reden, ne? Da reden sie noch nicht genau, miteinander. Man erfährt nur, dass sie so gegeneinander paktieren und taktieren und jeweils richtig. den anderen für den Verräter halten. Und Tila sagt hier: „Ja, wir kriegen das schon in den Griff. Bis der König und die Königin wieder da sind, haben wir Mhm, alles unter Kontrolle.“ mhm, Was mich annehmen lässt, dass Tila der Meinung ist, sie kämpft für den König und die Königin. War jetzt dann erst mal so mein Verständnis. Aber dann ändert auch schon wieder die Szenerie und wir sind wieder in Snake Mountain und Lynn ist korrekt. dabei, Snake Mountains Löcher zu stopfen Mhm, und da 'n bisschen Reparaturen vorzunehmen. Dann kommt noch mal 'n Gespräch mit Skeletor, was auch wieder, sehr amüsant ist, wo er sich, ja, noch mal so 'n bisschen drüber auslässt. Also, man merkt, Skeletor bekommt alles mit, richtig. hat wohl, die Möglichkeit, alles zu sehen. Ah, sorry. Alles gut, alles gut. Und dann, ja, gibt's so 'n kleines Geplänkel zwischen den beiden und dann geht's auch schon, weiter mit Kapitel Dann 7, geht's, Bassoff genau, auf und die Suche Fisto. nach den Kristallschildteilen, genau. Hier vielleicht noch mal an die Mhm. Retrofabrik. Ist auch interessant vielleicht, ob, die Retrofabrik selbst, ähm, Geräusche, Töne und so weiter aufgenommen hat oder für das Hörspiel produziert wurden, oder ob quasi aus der Retorte irgendwas geholt wurde. Mhm. Vielleicht, wenn Frank oder Mustafa da sind noch, ähm, vielleicht kann man da was zu sagen, wenn's nicht unter die Schweigepflicht fällt oder so. Ähm, auf jeden Fall sind wir, wie gesagt, dann im, ich habe mir Lianendschungel aufgeschrieben. Haben die das so gesagt? Oder habe ich Ja, das die nur sind in auf jeden meinem Fall in so 'nem habe ich mir auch jugendlichen aufgeschrieben. Die Leichtsinn sind in da? so 'nem Okay, okay, in so 'nem Lianendschungel, genau. genau. Und Und Fisto und Fisto ist Bassoff, auch, hart am Kämpfen mit den Lianen, ne? richtig, bis Bassoff sich entscheidet, einfach hochzufliegen und, die Mhm. Lianen abzulenken, sodass Fisto einfach durchlaufen kann, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, Mal auch so, sehr viel individuell, okay. okay, sehr schön. Aber auch, da ist in der Szenerie kein Erzähler. Ich weiß nicht, vielleicht sagst du wieder, den Erzähler braucht man da nicht. Kein Doch, Erzähler, sondern man hört nur, wie irgendwie wie so so 'n Klatschen, als ob diese Lianen mhm. da irgendwie seine Beine oder was auch immer versuchen zu greifen und so. Man hört Fisto brüllen, ähm, aber ich weiß überhaupt nicht, was Ja, passiert. Fisto Man macht hört nicht lustige von wegen, Kampfgeräusche, ja. genau, er macht Kampfgeräusche, du hörst dieses Lianen, also dieses Schlagen, so wie so, keine Mhm. Ahnung, so was hörst du die ganze Zeit, aber Mhm. es wird nicht erklärt, was passiert denn jetzt? Ja, und Ja, Fisto macht immer so: „Ho, ho, ho, hö, genau, ho.“ richtig, richtig. Genau, Und und einfach da Bassoff 'n fliegt und dann Erzähler zu haben, zu sagen halt hier, die ja, Lianen greifen nach bla bla bla, jetzt haben sie sein Bein gepackt, keine Ahnung, was weiß ich was. Er zerschlägt die mhm, Lianen mit seinem Schwert oder haut drauf oder, ähm mhm. das ist, Ja, also, meine was wir Fantasie immer ist gut. Fantasie ist ja, gut, eigene Fantasie ist das Beste, aber da man muss sie 'n bisschen anregen, 'n bisschen anfüttern, da die fehlt's Fantasie. einfach. Da fehlt's meiner Meinung nach einfach, ja. Ähm, Und dann kommt Bassoff ihm zu Hilfe und ich bin der Meinung, so 'n Geräusch gehört zu haben und habe mir so 'n Schneidegeräusch, so 'n Knack-Klapp-Geräusch und habe mir vorgestellt, dass Bassoff wahrscheinlich mit seinen Scherenhänden die Lianen, zerschneidet, um, Fisto zu helfen.
aber ich habe es auch mir nur so gedacht, weil es sagt mir keiner was. Wieder kommt es mir so vor, wieder erscheint es mir so, als wenn man eigentlich ein Bild dazu bräuchte, um zu verstehen, was da gerade passiert. Und wieder wird die Bedrohung nicht so deutlich, weil man weiß Mhm. gar nicht, ja, wird Fisto jetzt nur gerade so ein bisschen am Knöchel gezogen oder ist er dabei, gerade zerrissen zu werden von diversen Lianenarmen, die sich um seinen Hals und um seine Arme schlingen? Man weiß es nicht genau, ne? Diese Kein Schimmer. Bedrohung wird nicht richtig greifbar, weil mir keiner erklärt, wie bedrohlich die Situation gerade ist. Mhm. Mhm. Genau. Und, ja, aber immerhin finden sie dann das Stück Ja, und, liegt dann noch mal da. Fisto sagt dann: „Ja, flieg mal los mit dem Teil, ich kämpfe hier noch 'n bisschen weiter mit den Lianen." Mhm. Und dann wird die Szenerie da auch verlassen an der Stelle. Genau. Also, da muss ich sagen, da kommen wir bei den anderen 2 Teilen des Schildes auch noch dazu. Dafür, dass, Mhm. ja, sie dann spüren, wo das Teil ist, liegen doch irgendwie alle 3 einfach in der Gegend rum. Ja, Also, die sind nicht genau. irgendwie vergraben, versteckt, irgendwo, was weiß ich was, die liegen einfach da rum. Mhm. Ähm, Ja, das fand ich aber auch also, ich habe mir das so vorgestellt, als die Sorcerin erklärt hat das ist die Sorcerin, die die Sorcererin. Sorceress die Sorceress erklärt hat, dass der Schild zerbrach, habe ich mir das auch so vorgestellt, dass die Stücke einfach dann irgendwie so vom Himmel gefallen sind und irgendwo gelandet sind. Also, deswegen fand ich's ganz passend, dass man nicht das Gefühl hatte, dass jemand sie aktiv versteckt hat. Dann wäre ja auch die Mhm. Frage wieder, wer wäre das gewesen? Mhm, mhm. Aber so, ja, sie liegen irgendwie rum, du hast recht, sie werden dann gefunden, aber sie liegen immer in sehr bedrohlichen Situationen oder Gegenden, aber es macht natürlich auch Sinn, weil sonst wäre es ja 'n bisschen langweilig. Ja, Und ja. dann, sind wir bei Kapitel 8 und es wird wieder nach Eternus geblendet. Mhm. Und jetzt nämlich meine Überraschung, denn jetzt ist tatsächlich findet ein Gespräch, ein Austausch statt zwischen Man at Arms und Tila. Und jetzt hat man so 'n bisschen das Gefühl, als wäre Tila die Böse, denn sie will zum einen Renius nicht helfen, wenn ich die Stimme richtig erkannt habe, dass es Renius ist, der um Hilfe bittet. Sie sagt so was wie: „Ja, hier Schwächlinge kann ich eh nicht gebrauchen, ich helfe dir nicht." Und sie sagt plötzlich: „Der Thron gehört mir." Das hat mich irritiert, weil ich hatte es halt so verstanden, dass sie eigentlich, für den König und die Königin den Thron schützen will, aber Mhm. jetzt tritt sie sozusagen als Böse auf und, will den Thron für sich beanspruchen und Man at Arms stellt sich ihr in den Weg und plötzlich hat man mehr so das Gefühl, dass nur noch Tila die ist, die hier wirklich negativ beeinflusst wird. Aber dann ist ganz plötzlich die Szene zu Ende. Fand ich auch interessant. So, man denkt, jetzt kommt 'n Kampf, aber dann hört man plötzlich gar nichts mehr 'ne Sekunde und dann kommt so 'ne ganz ja, so 'ne leichte Musik und dann wird so weggeblendet. Und dann ist da auch schon wieder Schluss und wir Mhm. sind in Kapitel 9 und die Jagd nach den Teilen geht weiter, nach den Jawohl. Kristallschildstücken. Und die Jagd nach den Teilen, grad hier noch mal Retrofabrik, sehr nah am Comic gehalten. Jetzt muss ich sagen, dass ich die Ja, Comics ist auch okay. nicht jetzt im Vorfeld noch mal gelesen habe. Mhm. Ähm, aber wenn die Also da, also, wahrscheinlich deswegen, weil die da rumliegen oder so mhm. wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, Ist genau, ja weil die okay, einfach ist ja rumliegen. okay. Ne, das genau, Auf also jeden das Fall. wäre jetzt auch von mir gar keine Kritik. Wie gesagt, ich hätte nur einfach gerne 'n bisschen mehr, äh, aufgezeigt bekommen, wie stark die Bedrohung grade ist und was ich Mhm. genau mir grade vorstellen muss, was denn da wie der Angriff abläuft. Ich Mhm. finde das jetzt, im nächsten Teil, wo wir zur gläsernen Grotte kommen, da, erfährt man schon 'n bisschen mehr, was passiert. So, ne, wir haben Korrekt. da die Steine schmeißenden Gnome. Finde ich sehr Genau, schön, dass die hier genau. vorkommen. Wir haben so 'ne einstürzende Brücke, das wird ganz gut irgendwie dargestellt. Mhm. Man kann verstehen, dass sie sich da so rüber oder dass Mhm. sich, Mhm. hier, Mechaneck, der ja nicht fliegen kann, sich dann da so rüberschwingen muss. Und dann geht's in der Höhle weiter und der Kampf, der sich da dann anbahnt, das finde ich recht atmosphärisch gemacht und plötzlich sind die Gnome dann Klingt da. Ich gut, ja. finde, was mir hier 'n bisschen fehlt, sind auch wieder Geräusche. Genau wie die Shadow Beasts bleiben auch die Gnome relativ ruhig. Da hätte ich mir 'n paar fiese, Geräusche gewünscht, sodass man wirklich so 'ne bedrohliches Szenario, so 'ne Soundkulisse aufbaut. Das war wieder 'n bisschen wenig, aber dann haben sie 'n guten Plan, wie sie da den Gnomen entkommen wollen. Es wird die Fackel Mhm. gezündet und wir haben eigentlich noch mal 'n ähnlichen Effekt wie vorher bei He-Man mit den Shadow Beasts, nämlich das Licht sozusagen die Situation rettet Genau. und dann, können sie natürlich mit dem Teil des Kristallschildes
der Szenerie entkommen und den Mhm. Gnomen davonfliegen. Mhm. Genau, ich habe jetzt auch noch mal am Ne? Ende habe ich auch noch mal geschrieben, da kommen noch Monster. Ich habe jetzt nur Monster geschrieben. Da kommen noch Monster, die werden kurz geblendet, fertig, Schild, gesichert und weiter geht's. Ach, waren das nicht die Gnome? Waren das noch andere Monster? Ich hatte so verstanden, dass das die Gnome waren, die da Ich habe kommen. mir Monster noch mal ich muss es nachher noch mal vielleicht noch mal Na hören, ja. aber die Gnome auf jeden Fall. Oder wie gesagt, das fand ich wieder, wie du schon sagst, gut beschrieben, auch mit der Brücke Ja, und so weiter. Fand ich ja, vollkommen gut, habe mich da reingefühlt, habe ich vor ja. mir gesehen, diese so 'ne Knochenbrücke oder was es war, glaube ich, oder so was. Mhm. Ähm, Ja, äh, Das ist halt das, ich kann's mir dann halt auch einfach vorstellen, wenn ich so 'n bisschen so 'n paar Anhaltspunkte habe oder so, dann ist das vollkommen okay. ja, genau. Genau. Und dann schwenken wir nicht in den Palast zwischendurch, also Ne, sprich Palast, Quest, sondern jetzt haben wir Quest und dann jetzt direkt wieder Quest, nämlich jetzt sind wir bei Orko und bei He-Man und dann sind genau, wir die in den ganz entspannt in Teersümpfen. den Teersümpfen umherwarten. So, und wen treffen wir denn da? Gollum. Mein Schatz. Genau Ähm, den. aber 'n Gollum schuppiger kommt Gollum, und das ist ja genau, 'n schuppiger Gollum taucht auf, der sehr, sehr hässlich ist. Man muss hm, sagen, Orko betreibt hier fieses Bodyshaming. Ist nicht okay. Wird auch von He-Man drauf hingewiesen. So sagt geht einer ohne es Beine, nicht. gell? Macht einer ohne Beine Bodyshaming. Ja, in Mhm. 2024 geht so was gar nicht. Mhm. Und, er entschuldigt sich dann und man denkt, ja, der Fremde zieht ab, aber er kommt zurück und, will den Schatz. Er sucht nämlich schon ewig danach. Jawohl. Ähm, Da fand ich's 'n bisschen schade, dass es ist ja Merman, ne? Ist ja natürlich keiner Spaß, dass es Gollum war. Merman wirkt dann kurz so 'n bisschen weinerlich. Das fand ich schade. Ist dir das auch aufgefallen? Erst hat er 'ne neutrale Stimme, dann geht er weg, dann kommt er wieder, hat 'ne bedrohliche Stimme, aber dann knickt er so ins Weinerliche ab, als er sagt so: „Ich suche dich schon so lange. Gib ihn mir.“ ist mir jetzt nicht Das fand ich 'n aufgefallen, bisschen muss ich sagen. das fand ich 'n bisschen schade. Ich hätte es besser gefunden, wenn er seine Bedrohlichkeit, beibehalten hätte. Ähm, Es gibt übrigens, 'ne bisschen ähnliche Situation in den alten Hörspielen in Folge 4, „Der unbezwingbare Drache“. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber da gibt es auch diese Szene, dass, He-Man nicht in die Teersümpfe, aber irgend so in so 'n Eismeer fliegt, Am wo, Ende er so 'n mit dem Amulett, ne, nicht was Merman um ja, sich hängen am hat oder Ende, was? ja gut, im 2. ja gut, es ist im 2. Part. Ja. Genau, wo er von Merman das Amulett haben will, Mhm, obwohl er gar nicht genau weiß, was er damit machen will. Aber mhm. er will das von ihm haben und da entsteht dann auch so 'n, Kampf zwischen den beiden. Und da ist es aber umgekehrt, so also bisschen umgekehrt, dass He-Man sich sozusagen, ähm, ja, ahnungslos oder kampfunfähig stellt, um dann zurückzuschlagen und Merman doch noch das Amulett zu, Genau, wird ja mit'm Kopf unter entreißen. Wasser gedrückt, glaube ich, von Merman oder Genau, und so. tut dann so, als wenn da keine Gefahr mehr wäre. Und das fand ich ganz witzig, dass es hier so 'n bisschen umgekehrt war, dass Merman so tut, ne, die kennen sich ja noch nicht, und Merman tut so, als Mhm. wäre keine Gefahr, als ist er da einfach nur so, am Chillen, wie man heute sagt. Und dann, greift er dann doch noch zu und will das Amulett haben, kriegt's natürlich nicht. Und, He-Man und Orko können relativ unbehelligt von dann ziehen, hatte ich das Gefühl. Also, die Aber Quest wirkte für mich am wenigsten gefährlich. ja, Orko beschreibt ja den Fremden mit Schuppen am ganzen Körper, weiß nicht mehr genau, aber mit Schuppen und Genau. Und starren starren Augen. Augen. So, wie kommst du auf, Merman? Also, ich meine, es wird ja nicht gesagt, wer es ist, Richtig, wird nicht aber gesagt. du weißt es aus'm Comic oder Ähm, du assoziierst es mit Schuppen? also Schuppen und starre Augen, hauptsächlich natürlich wegen der Schuppen, aber auch die großen Glupschaugen. Das war für mich relativ eindeutig, dass es Merman sein soll. Und wenn ich mich recht erinnere, steht Merman halt auch als Sprecher im Klappentext. Und, Oh, wenn der da schon drin steht, dann wird er ja auch 'ne ich muss mal Sprechrolle gucken. gehabt haben. Ich kriege das Inlay grad nicht Hey raus. Wo ist denn Sebastian, das moin, grüß dich. World Mediabook? of Nerd auch am Start. Hallo, Hallo. ihr Lieben, du lieber Gott. Ähm, wo sind jetzt hier die Sprecher? Da. Ich bin der Meinung, dass Merman Tatsächlich, damit ja, ja, aufgeführt ist. tatsächlich, ja, alles gut. Gib's zu, Also, wer einmal du hast in vorher die Sprecher gelunzt. schaut, der, Mache ich ja bestätigt, nicht. der fühlt sich bestätigt. Ich will mich ja überraschen lassen. Aber finde ich auch Ja, noch ich interessant, habe es was auch er erst da hinterher sagt. gesehen. Da liegt ja wohl
irgendwie viel Zeug rum oder irgendwie sowas, wenn ich das so richtig so Ja, interpretiert habe. Und genau. da sagt In er, den hier Teersümpfen, da liegt liegt viel Kram viel aus rum. der Zeit der großen Flut, als die Schlangen fortgespült wurden. Fand ich Ja, auch das wieder fand ich auch cool. interessant. Mhm. Wäre so 'ne kleine Anspielung auf die Snake Man. Also, es werden Mhm. immer mal wieder so also, man hat das Gefühl wirklich, dass das da 'ne sehr geschichtenreiche Welt ist, in der das spielt Ja, und schon viel ja. passiert ist und vielleicht Mhm, auch noch viel passieren wird. mhm, genau. Ähm, ja, aber dann schnappen sie sich das Stück vom Kristallschild, Mhm. und machen sich auf 'n Weg. Ja, Und dann, glaube ich, gehen wir direkt zur nächsten Szenerie und auch wieder ja. kein Eternis, sondern, alle 2 Dreierpärchen treffen sich bei Castle Grayskull mit Ja, die jeweils dem Fragment. haben wirklich nicht lange, gebraucht. Mhm. Ja, das ist ja, auch Also, hier diese wieder, zeitliche Komponente ist man dann muss so 'n alles in bisschen das hinten Hörspiel runtergefallen, sage ich reinkriegen. mal. Man muss alles in 60 Minuten reinkriegen und ich bin Mhm. froh, dass die Hörspiele nicht länger sind, weil das finde ich halt schon das Maximum für 'n Hörspiel. Ja, ich meine, Ja. heutzutage ist man immer weniger aufnahmefähig, ja, deswegen gibt's ja nur noch 15 Sekunden Reels und so was, was ich ja Mhm. absolut hasse. Aber, Ja. mehr als 60 Minuten sollten's halt wirklich nicht sein, finde ich, und das passt. Trotzdem finde ich, dass dadurch, dass das Kristallschild erst ab der Hälfte der Folge überhaupt, äh, äh, eingeführt wird, sage ich mal, Mhm. und sie jetzt, alle 3 'ne große Quest haben, 'n Stück zu finden, geht das mir halt Mhm. viel zu schnell. Das geht mir halt viel zu schnell. Also, Ja. es ist viel zu unspannend, sage ich mal. Es ist so, wie als wird's abgearbeitet. Jetzt Mhm. hören wir grad die 2, wie sie grad da haben sie 'n bisschen was zu tun und zack, da ist das Schild, zack, nächster. Da sind die 2 Mhm. jetzt grade da, zack, da ist das Schild, nächster. Das war mir 'n Mhm. bisschen zu, wie gesagt, wie durchgehuscht, sage ich mal. Ja, stimmt. Es ist eben die Frage, wie hätte man's anders lösen können? Ich meine, zum Ich einen sage ja geben die so, man kann's immer leicht, im Nachhinein ja, sagen, das hätte man besser machen können, aber es geben natürlich die Comics zum einen die Vorgaben und zum anderen, finde ich's auch 'ne gute Idee, dass man so Zweierteams oder kleinere Gruppen bildet. Zum einen lernt man dann die Charaktere 'n bisschen besser kennen und zum anderen hat man dann eben ja, He-Man auch so 'n bisschen rausgenommen. Und das ist ja immer das mhm, Problem, wenn man so 'ne, ja, fast allmächtige Figur hat, aber noch Nebencharaktere, dass die dann überhaupt noch irgendwie sinnvolle Aufgaben haben, ne? Das war ja, mhm, beim Cartoon damals überhaupt nicht gegeben, ne? Der alte Cartoon, da waren ja alle Figuren ja, neben He-Man waren ja nur schmückendes Beiwerk, ne? Im besten ja, Fall mussten die ja, noch gerettet werden, weil He-Man einfach so dermaßen overpowered war. Und das ist halt immer so 'n bisschen das Problem, ne, in so Gruppen, genau wie bei den Avengers. Was willst du mit 'm, Hawkeye, wenn du Thor dabei hast und Hulk, ne? Oder mhm, was brauchst du noch, eigentlich 'n Flash, wenn Superman genauso schnell laufen kann und auch noch unglaublich viel stärker ist? Und das ist ja mhm, immer schwierig, das dann so ja, die anderen Figuren noch zu rechtfertigen. Und da finde ich's ganz schlau, wenn man sagt, man teilt das so 'n bisschen auf. mhm, Also, mir hat das eigentlich ganz gut gefallen, aber dadurch hast du natürlich so 'ne zeitliche Komponente, wo das dann halt so 'n bisschen schwierig wird, das dann in aller Epe noch, auszubreiten, die Geschichte. Dann sind's eben mhm, nur 3 kleine Geschichten sozusagen. mhm, mhm. Hm, ja, ich muss grad mal was gucken. Ich muss grade mal was gucken. Auf welche Äh, Folgen Sie ko ja, das steht da, genau. ich versuche mal St mit steht meinen auch sogar in der CD drin, nicht nur im das wollte ich grad Mediabook. fragen. Ich kriege hier einfach dieses Mhm. Booklet aus der CD nicht raus, Ja, aus der das ist ganz, CD-Hülle. ganz Ich schwierig. ich Da krieg's muss ich nicht auch immer raus. sehr, sehr Aber du aufpassen, sagst, dass es ist ich's auch nicht da drin? verknicke. Genau, Es es ist steht auch auf da jeden Fall drin, drin, ja. weil, ich kann ja mal ganz kurz, weil der Alex grad das schreibt, auf welchen Comics sich das beruft. Ich mache mal einfach Stefan, ich mache dich einfach mal fort. So, äh, du hast hier im Mediabook drin stehen die Vorlagen, also auf welchen 2 Comics, das Hörspiel beruht, und der Stefan sagt, das steht auch, in der CD-Hülle, die ich grade einfach nicht, aus der Hülle rausbekomme. So, da sind wir wieder. Da bist du wieder. Grad mal was getrunken hier. Okay, sehr gut. Ja, also es steht definitiv drin.
Ja, auf jeden Fall, das steht schon drin und da will man sich ja auch 'n bisschen dran halten. Aber wie gesagt, ich kann deine Kritik verstehen, wüsste jetzt aber auch nicht, wie man das jetzt irgendwie besser oder anders lösen kann. Also, ich fand's okay so von der Länge her, Mhm, okay. nur ja, aber ich verstehe dich schon. Aber dann, ja, ist die Quest vorbei, der Schild ist Mhm, wieder da und mhm, man denkt so: „Mensch, was ist denn eigentlich mit dem Ka“, oder habe ich zumindest gedacht: „Was ist denn eigentlich jetzt mit dem großen Showdown von He-Man und Skeletor? Kommt der jetzt noch oder haben sie den vergessen?“ Aber tatsächlich praktisch im letzten Kapitel, dann macht sich He-Man doch noch auf, denn er will den, wie hieß der Computer noch? Magor. Ja. Dann will er nämlich den Magor zerstören und, He-Man und Skeletor treffen aufeinander und wieder gibt es einen vorzüglichen Dialog, der einfach so vorzüglich ist, weil Skeletor wieder 'n paar geile, Sätze raushaut. Das ist richtig. Da Ich habe musste ich jetzt wirklich schmunzeln. Das hat mich, sehr, amüsiert und fand ich wunderbar geschrieben, diesen Dialog von He-Man und Skeletor. Wie gesagt, er lebt einfach von, Skeletors Art, sich so 'n bisschen überheblich, bisschen über He-Man lustig zu mhm, machen mhm, und, ja, einfach, stark. das ist richtig. Ich habe mir zwar keine Sprüche aufgeschrieben, die Skeletor genannt oder gesagt hat, aber ich finde halt auch, wie Also, gesagt was mich erinnern was woran mich erinnern kann, dass, Skeletor ja sich, sehr, verärgert darüber zeigt, dass der Kristallschild wieder zusammengesetzt wurde und He-Man sagt dann so was wie: „Ja, man tut, was man kann.“ Und dann, gibt's da noch so 'n bisschen Geplänkel und He-Man kommt dann zu dem Schluss, dass Skeletor nur Zeit schinden will und dann sagt der Skeletor, ja, wie jemand sehr viel Geringeres schon mal gesagt hat: „Man tut, was man kann.“ das genau, Da muss ich schon sehr, sehr richtig, schmunzeln, genau, dass der He-Man dann sozusagen zitiert, aber nicht mhm, seinen Namen nennt, sondern sagt mhm, jemand sehr viel, Geringeres oder jemand sehr genau, Geringes. genau. Das finde Ja. ich gut. Dann Und dann kommt das Kampfgeschehen und hier wieder das Problem, wir wissen nicht so ganz ja, genau, was jetzt passiert. Ich finde, beide geben sich viel Mühe. Also, mhm. Skeletor klingt auch sehr angestrengt in seinen Kampfesbemühungen. Wir erfahren dann, dass er wohl erst mal anfängt, mit Steinen zu werfen. Vielleicht ist das Ist aus'm das im Comic Comic? übernommen. Ist das Bin im ich Comic? ganz weiß ich nicht. Ich wollte noch mal nachschauen, aber ich habe es nicht mehr Mhm, geschafft. Ich weiß es nicht genau. Es ist aber wiederum sehr witzig, dass He-Man das dann auch, entsprechend kommentiert und Skeletor dann so was sagt wie: „Ja, jetzt, wo du's sagst, war vielleicht jetzt nicht meine kreativste Idee.“ Und dann hat man, das Gefühl, dass Skeletor dann mit noch mehr, Power angreift, wahrscheinlich mit seinem Schwert oder mit seinem Havoc-Stuff. Ich denke mal Schwert, weil es ja so auf dem Cover ich wollte grad abgebildet sagen, ist. ja. Mhm, Aber leider fehlt uns hier auch wieder der Erzähler oder irgendwer, der sagt, was grade passiert und selbst wenn das nicht passiert, also, vielleicht kann man auch dann hier Schwertkampf, Schwertkampf sein lassen, aber es kommt ja wieder keine Spannung auf, weil He-Man die ganze Zeit so was von selbstsicher und siegessicher ist, dass man nicht eine Sekunde daran zweifelt, dass er diesen Kampf gewinnen wird, ne? Es ist so, als wenn er dann er sagt, glaube ich, so was wie: „Ja, so, ich mache jetzt Schluss. So, reicht mir jetzt hier, du hast hier keine Chance und ich gewinne jetzt hier.“ Dann ruft er noch mal, ich glaube, das vierte Mal dann wirklich die mhm, Macht von mhm, Grayskull an. Diesmal sehr gut, hat mir richtig gut gefallen. Hier trifft er, finde ich, mhm. den richtigen Ton und er wirkt wirklich sehr energisch, sehr kraftvoll. Es wirkt auch nicht so hölzern. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig warm mit dem He-Man-Sprecher, muss ich sagen, aber hier gefällt er mir richtig gut und dann wird er halt noch mal aufgepowert, zerschlägt den Magor und Skeletor. Das war's dann einfach gewesen und man hatte nicht eine Sekunde das Gefühl, dass Skeletor hier irgendwas hätte reißen können, was halt wieder 'n bisschen schade ist, dass das Aufeinandertreffen so einseitig ist. Es war's schon oft, es war es fast immer, aber hier hätte ich mir gewünscht, dass man sich vielleicht 'n bisschen den, Revelations Cartoon zum Vorbild nimmt. Ich meine, er wurde sehr gescholten, aber ich glaube, niemand will infrage stellen, dass die Kämpfe zwischen He-Man und Skeletor hier einfach die besten Aufeinandertreffen waren, eigentlich der beiden Figuren, die man bis dahin gesehen hat. In 2000 X hatten sie auch schon einige ganz gute Duelle, aber ich finde, in diesem Revelations Cartoon, da hat man das erste Mal gesehen, was Skeletor wirklich auch ausrichten kann, selbst wenn er körperlich vielleicht He-Man nicht ebenbürtig ist, Mhm, aber mhm, einfach mit seinen mächtigen Zaubern und ja, das fand ich hier einfach 'n bisschen schade, dass man zwar das Gefühl hat, dass Skeletor durchaus Siegeswillen hat und auch der Meinung ist, er könnte gewinnen, aber trotzdem keine Spannung aufkommt, weil He-Man
nicht einen Moment der Schwäche zeigt, ne? Er wird nicht einmal irgendwie unsicher oder der Sprecher erwähnt nicht einmal, dass Skeletor es schafft, ihn in Bedrängnis zu bringen. Ja, und so gewinnt er halt ziemlich eindeutig diesen Kampf und dann gibt's noch 'n kleinen Spaß von Orko, der darüber spricht, dass Cringer alles verschlafen hat und dann wird sehr ausgiebig gelacht, was auch immer Mhm. wichtig ist und dann war's das eigentlich auch schon, Dann war's das oder? schon, genau. Also, ich muss auch sagen, Ah, viele Minuten. dafür, dass es das erste Aufeinandertreffen von He-Man und Skeletor Mhm. war in dieser neuen Mhm. Hörspielreihe, auch wenn's Mhm. vom Comic vielleicht so gegeben ist oder so weiter. Aber da hätte ich mir auch und man muss sich vorstellen, man blendet alles andere aus. Das ist das erste Mal, also alle anderen Hörspiele, alle anderen Sachen und so weiter, das erste Mal, dass die 2 sich gegenüberstehen. Und dafür fand ich's auch wie du viel zu unspektakulär wiederum, viel zu schnell abgehandelt, viel zu, ja, einfach nicht spannend genug, sage ich mal halt, ja, weil's halt einfach ganz klar war, in welche Richtung es Ah, geht. ja. Ähm, Hm, fand ich sehr schade. Also, da hätte ich ja. mir persönlich gewünscht, dass die 2, ich sage jetzt mal, mehr Screentime, sagt man beim Film, also dass das Ganze 'n bisschen länger ist, dass Mhm. Skeletor wirklich ebenbürtiger ist, sage ich mal, dass 'n bisschen mehr Mhm. beschrieben wird, wie die 2 sich aufeinandertreffen und so weiter. Das wurde halt Wie für sie mich sich auch so 'n duellieren, bisschen ja. schnell einfach erledigt. Wie du schon sagst, He-Man beschwört dann die Macht von Grayskull, zerstört den Magor und Skeletor verschwindet. Skeletor ist auf einmal Mhm. sofort weg. Ja. Dann kommen Teela und Man at Arms sind auf einmal da, Ja, Orko sehr kommt, genau, sehr plötzlich. Das hat mich genau, auch gewundert, dass die auf einmal genau. irgendwie da sind. Orko kommt, Ja. erzählt, dass Cringer alles verschlafen hat, brechen Mhm. alle in Gelächter aus. Ist ja nicht grad so, dass halt alles grad fast den Bach runtergegangen wäre und so was halt, ja. Und Mhm. das Hörspiel ist aus. Ich habe dann noch Ja. gewartet tatsächlich, ob, Habe ich auch gedacht, kommt noch was, noch 'n aber kam Ende, nix mehr. noch irgendwie 'n Outtake oder hinten dran noch irgendwie so was kommt, ja. Aber es kam nix mehr. Hörspiel war fertig und Mhm. ich finde, es ist noch sehr, sehr viel offen, wenn das jetzt eine Dreierfolge gewesen sein sollte, die jetzt abgeschlossen Mhm. ist. Also, mit dem Buch Ja. des Bösen und so weiter. Wenn jetzt Folge 4, sage ich mal, jetzt nicht mehr zu der Trilogie gehört Mhm. und jetzt was komplett anderes aufgegriffen wird, fände ich's Mhm. schade. Ja, wobei ich am Anfang gesagt habe, ich hätte gerne auch mal Kann ich natürlich mir halt noch auch nicht vorstellen. abgeschlossene Folgen, ja, weil die jetzt halt Mhm. einfach einfacher machen zu hören. Wenn ich jetzt bei Folge Mhm. 4 auch schon wieder Folge 3 gehört haben muss oder noch wissen muss, was in Folge 3 passiert ist, damit ich Folge 4 Mhm. verstehe, fällt's mir halt schwer, irgendwann Ja. da weiter nachzufolgen und diese Leichtigkeit zu haben, einfach mal 'n Hörspiel einzuschmeißen, weil ich Bock drauf habe und es zu hören. Ich habe das Ja. Ganze bei leider Gottes, ich will jetzt ja keine Fremdwerbung oder so machen, aber bei den neuen Jan Tenner Hörspielen, ja, Mhm. die habe ich mir am Das ist Anfang auch das Problem, ne? geholt, weil ich dachte: „Boah, geil, neue Jan Tenner Hörspiele." Mhm. Jan Tenner habe ich früher geliebt als Kind und ja, Ja, da ich gab's auch. auch schon mehrere Folgen, die zusammengehört haben damals. Aber es gab auch Mhm. immer wieder lose Folgen, die du unabhängig hören Mhm. konntest. Ähm, Ja. das ist bei den neuen, irgendwann habe ich aufgehört, die neuen zu hören, um mir die neuen zu holen, weil es einfach keinen Mhm. Spaß mehr gemacht hat, weil hörst du eine Folge nicht oder hast du Mhm. die eine Folge nicht gehört oder weißt nicht mehr, was da passiert ist, brauchst du die nächste gar nicht zu hören. Das finde ich Mhm. halt so schade, ja, Ja, genau das, was wir am Eingang schon mal gesagt haben, ne? Das ist ja, immer so 'n sehr zweischneidiges Schwert mit diesen, so weiterführenden Handlungen. Das ist ja auch 'n großes Problem mit den Serien, wenn eine Staffel zu Ende ist, aber überhaupt alles offen ist. Also, ich kann mich noch erinnern, dass mir das schon Serien verleidet hat, dass ich die dann nicht mehr geguckt habe, weil ich mich einfach nicht erinnern konnte und es auch 'ne Unverschämtheit finde, von den Machern so einer Serie auszugehen, dass man sich nach 1 oder 2 Jahren wirklich noch erinnern kann, was zum Schluss passiert ist. Und es geht dann einfach nahtlos da weiter und du weißt gar nicht mehr: „Hä, wie stand der jetzt noch mal zu dem und was hat der jetzt noch mal für 'n Ziel und was will der jetzt noch mal machen?“ Weil es wird alles immer komplexer und man hat wirklich mhm, das Gefühl, man muss praktisch von vorne anfangen, um überhaupt zu verstehen, was man da jetzt grade sieht. Und mhm. das finde ich also richtig, richtig, übel, muss ich sagen. Das Problem haben wir jetzt hier zum Glück nicht, weil die Hörspiele relativ Ne, schnell ne, ne, hintereinander ne, ne. rauskommen. Aber ich muss auch sagen, wenn das jetzt 'n abgeschlossener Dreiteiler sein soll,
ist mir hier doch auch vieles offen geblieben. Also, zum einen die Geschichte mit dem Buch des Bösen natürlich, aber auch diese ganze Geschichte um Hordak. Also, ich finde es sehr seltsam, dass man diesen Part mit Hordak und der wilden Horde, der mir wirklich gut gefallen Den hat, habe ich siehst du, den habe ich schon wieder ans vergessen. an den Anfang gesetzt hat Mhm, und dann spielt er aber gar keine Rolle mehr im ganzen mhm, Hörspiel. Da verstehe ich mhm, nicht, wenn man so 'n bisschen was anteasern wollte, was als Nächstes kommt, dann hätte ich den doch, als Ende genommen, als Epilog noch mal ans Ende gesetzt und nicht irgendwie als Prolog genommen und dann taucht spielt die Horde aber in der Folge gar keine Rolle. Also und was ich auch 'n bisschen, ungeschickt fand, na, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber 'n bisschen unglücklich, dass die Folge damit anfängt, dass 3 Leute was suchen und das dann sich durch die ganze Geschichte durchzieht, ne? Es wird die ganze Zeit mhm. irgendwas gesucht. Dann wird das erste Stück gesucht, das zweite Stück gesucht, das dritte Stück gesucht. Vorher wird noch die Sorceress gesucht, ne? Ständig ist jemand am Suchen. Also, diesen Part mit der Horde, das hätte ich wirklich nicht da an den Anfang gesetzt. Ich finde, der hatte einfach nix zu suchen. Wenn, dann hätte ich ihn auf jeden Fall ans Ende gepackt, so als Teaser zur nächsten Staffel in Mhm, mhm, Anführungsstrichen mhm. oder ganz in den 4. Teil gepackt, denn man muss sagen, es passiert ja hier schon so viel. Ich finde es sowieso schon etwas überladen, und dann auch noch diesen Horde-Part, der hätte jetzt wirklich nicht sein müssen, meiner Meinung nach, ne? Siehst du, ich habe schon gar nicht mehr dran gedacht, dass es den überhaupt gab am Anfang, Ja, siehst weil ich du? jetzt so bei dieser Geschichte hier war, weil das ist ja Ja, diese die Horde-Geschichte ist ja 'ne separate. Ja, die hat ja ja, nix mit dem ganzen genau, Hörspiel zu tun gehabt. überhaupt Äh, nicht. und und wie du schon sagst und das jetzt am Anfang einfach mal so reinzuwerfen und dann gar nicht mehr drauf einzugehen, sondern einfach dann 'ne andere Richtung zu gehen, um dann halt vielleicht 'n Hörspiel 4 oder 5 oder so mit der Horde weiterzumachen, finde ich halt auch Mhm. nicht optimal und wie gesagt, wir sind ja hier offen und ehrlich, ja. Ich möchte auch jetzt nicht hier irgendwie unnötig miese Stimmung oder so gegen die Hörspiele machen. Ich finde es toll, dass es die Hörspiele gibt. Ja, Ja, aber ich hoffe, oder was ich mir wünsche, ist so 'n bisschen mehr, wie sagt man das denn, Leichtigkeit, Unbeschwertheit. Manchmal wirkt das für mich so reingepresst, reingedrückt. Wir müssen jetzt da irgendwie was machen, was, wo wir drauf aufbauen können oder wo wir müssen jetzt irgendwas, ja, äh, erklären oder irgendwas mit einführen. Ähm, Das wirkt für mich teilweise, wie gesagt, einfach nicht leicht. Ja, so als Zuhörer, ich weiß gar nicht, wie ich's anders da mhm. sagen soll. Ja, es ist schwer. Wenn du irgendwas sagen willst, sag das. Ich überlege grad noch mal 'n paar Wörter. Ja, Ähm, also, ich finde, es wirkt teilweise 'n bisschen überfrachtet und man hat das Gefühl, es sollen zum einen die Comics untergebracht werden, zum anderen will man aber auch was Eigenes machen. Man will 'ne ganz neue Geschichte erzählen. Man hat viel Background, den man hier und da einfließen lässt. Also, es ist wirklich sehr viel an Informationen, was einen hier, erwartet. Es ist überhaupt nicht vergleichbar mit der Einfachheit, alter mhm. Hörspiele. Ich finde es schon in Ordnung, dass das Ganze komplexer ist, denn es ist halt auch für ein älteres Publikum, das ist ja vollkommen klar, dass das Ja. jetzt nicht, 'n Kinderhörspiel ist. Mhm, Insofern, ist, finde ich, die Komplexität schon in Ordnung. Ich würde mir einfach, wünschen, dass halt, es das Ganze noch 'n bisschen, ja, wie sagt man, intensiver, inversiver wird, dass man noch 'n bisschen mehr reingezogen wird in die Handlung. mhm, Denn ich mhm, habe einfach immer wieder das Problem, ich stehe davor, ich höre irgendwelche Stöhn und Klirr und Klatschgeräusche und ich bin immer noch 'n bisschen verloren mit den Sprechern. Und das mhm, ist eben meine große Kritik an Kapitel 4, wo ich ja noch mal zum Ende hinkommen, wollte, weil dieser ganze Kampf ist für mich so seltsam aufgebaut und, verschenkt so viel, Potenzial. Also, es geht schon damit los, die Guten sind mehr als die Bösen. Die Bösen sind aktuell nur 2, nämlich Beastman und Lynn. Whiplash kommt ja mhm, erst etwas später in die mhm, Szenerie mhm, rein. mhm, Und die Guten sagen direkt: „Ja, wir sind in der Überzahl, wir werden gewinnen.“ Dann macht Evelyn so 'n Doppelungszauber, ist dann zweimal da und Beastman sagt: „Ja, ich rufe jetzt auch noch Verstärkung.“ mhm, Und dann sagt, ich glaube, Fisto ist es, direkt: „Ja, wir müssen Beastman umhauen, dann kann er auch keine Verstärkung mehr rufen.“
Ja, und was wird dann aus dem Plan? Man weiß es nicht. Irgendwer will dann Beastman angreifen. Ich weiß leider nicht genau wer. Entweder ist es He-Man oder es könnte auch Stratos sein oder Mekaneck. Ich konnte die Stimme in dem Moment auch nicht so zuordnen, wer jetzt da Beastman angreifen will. Auf jeden Fall klappt es nicht, denn Beastman ruft die Shadow Beasts. Und dann schreit, und dann haben wir diesen haben wir diesen Kampf mit Bassoff, der dann irgendwie noch Lynn hinterher will, weil Fisto kann sie nicht halten. Und dann Mhm. ruft Bassoff, ja, ich folge ihr. Und dann hört man so ein, und Lynn ruft, glaube ich, Beastman, halt sie auf. Und dann hört man so einen Peitschenhieb. Und ich vermute mal, dass Bassoff da niedergestreckt wurde. Auf jeden Fall, Lynn kann entkommen. Und im nächsten Moment schreit Orko dann ähm, Schattenbiester. Aber dann würde man ja jetzt erwarten, dass man irgendwas von den Schattenbiestern hört, hört man aber nicht. Es passiert praktisch nichts. Und als nächstes ist dann Fisto da, der von Whiplash gestellt wird. Und die Schattenbiester kommen gar nicht zum Tragen. Also ich verstehe nicht, man ist da so sehr auf angewiesen, dass man so ein bisschen an die Hand genommen wird bei so einem Hörspiel. Warum ruft Orko Schattenbiester und als nächstes hören wir aber, wie Fisto gegen Whiplash kämpft? Und erst danach ähm, hört man dann, dass es irgendwie eng wird. Alle fühlten sich bedrängt von den Shadow Beasts, aber es ist gar keine Ja, Gefahr spürbar. Es wirkt für mich ja. so, als wenn die Shadow Beasts, die man auch gar nicht hört, oder sie geben so ganz leichte Grunz und Fauchgeräusche von sich, sehr leise aber nur. Und man hat das Gefühl, die bedrängen einfach die Masters nur, ne? Irgendwie sagt Mekaneck dann: „Ja, ich bin hier total eingeengt, ich sehe gar nichts mehr so.“ Und dann zieht ihn, Fisto da an Stratos an seinen Füßen da irgendwie raus. Mhm. Und dann haben wir wieder so eine seltsame Konversation zwischen Whiplash und Beastman, die ich nicht so ganz verstehen kann. Warte mal, was sagt er da? Whiplash ruft plötzlich irgendwie Rakill, was ja, glaube ich, der richtige Name von Beastman Genau. ist, wenn ich mich recht Mhm. erinnere. Mhm. Und dann antwortet er irgendwie hier und dann sagt Whiplash, wo genau? Die Schattenbiester stehen im Weg. Wo ich mich frage, was soll dieser Dialog überhaupt? Also, was will jetzt Whiplash von Beastman und warum sagt er dann noch so komisch: „Ja, die Shadow Beasts, die stehen im Weg?“ Also, man hat wirklich das Gefühl, die stehen einfach nur dumm rum und machen nicht viel. Ne, und da habe ich mich gefragt, was will uns dieser Dialog jetzt sagen? Also, dadurch wirken die Shadow Beasts halt auch wieder Mhm. so harmlos und dann kommt Mhm. Mhm. kommt, Fisto wieder ins Spiel, haut die alle um und erst in dem Moment, du merkst, ich echauffiere mich grade etwas, aber ich finde es wirklich so schade, Ich lasse weil dich erst in reden. dem Moment, wo Fisto die Shadow Beasts umhaut, da kommen so 'n paar bedrohliche, gefährliche Laute von den Shadow Beasts und die hätte ich mir doch am Anfang gewünscht, als Orko sagt: „Shadow Beasts greifen an.“ Da will ich doch gefährliche Laute hören. Da will ich doch das Gefühl haben, die strömen da jetzt alle rein und die Masters sind in echter, Bedrohung und sind hier einer echten Gefahr ausgesetzt. Das Gefühl habe ich aber überhaupt nicht. Fisto Mhm. scheint die dann alle Mhm. umzuhauen und dann He-Man, der sich sehr bedeckt gehalten hat bis dahin, der ruft dann noch mal seinen Zauberspruch und damit werden dann auch die Letzten vertrieben und man hatte nicht einmal das Gefühl, dass Ja, sie irgend 'ne ja. Bedrohung darstellen, außer dass sie einfach sehr viele wohl sind und da die eine Bedrängung erzeugen. Aber das finde ich so Mhm. schade. Ich hätte mir hier Mhm. da hätte man so einen Kampf aufbauen können, der so viel schon alleine, wie man sie dann vielleicht gehört hätte, wie sie durch die Gänge langsam näher kommen, ne? Da hätte man so viel draus machen können. Und das finde ich einfach schade, dass die hier so verpulvert wurden, indem sie zum einen kaum 'n Ton von sich geben und zum anderen auch der Erzähler bleibt stumm und man erfährt überhaupt nicht, ob hier, Ja, das ist wieder leider erfährt man nicht, ob hier irgend 'ne Bedrohung mhm. stattgefunden hat so Das ist richtig. leider, ich meine, ich habe dir ja in den ersten 2 Folgen auch öfters widersprochen, wo du gesagt hast, es fehlt 'n Mhm. Erzähler, wo ich gesagt habe: „Ne, das geht ja eigentlich Mhm. so.“ Jetzt in diesem Hörspiel habe ich's aber auch ganz deutlich gemerkt, dass ich Ja. oftmals einfach allein gelassen wurde und überhaupt nicht weiß, was passiert denn grade, weil's halt, wie du Mhm. schon sagst, einfach nicht erzählt wird. Du kannst es dir auch halt auch nicht vorstellen, weil du weißt es ja gar nicht. Du kriegst ja gar keinen Anhaltspunkt. Auch Ja. wieder das in dem mit den Lianen halt, ja, wo du nur 'n Klatschen hörst. Mhm. Aber wie du schon sagst, Ja. überhaupt nicht hörst, wie gefährlich ist denn jetzt grade der Zustand? Wie steht's Mhm. denn um Fisto? Du kriegst es ja gar nicht mit. Du hörst irgendwas Ja. rumklatschen, du hörst Fisto 'n bisschen brüllen, aber Mhm. ob's jetzt um Leben und Tod geht, ob er jetzt, an der Gurgel gepackt wird oder nur am kleinen Mhm. Zeh oder so was halt, ja. Du weißt es Ja. halt einfach nicht. Und das ist, finde ich, halt Ja. sehr, sehr schade. Und zum anderen, Ja. was ich eben noch sagen wollte oder was mir nicht eingefallen ist, Mhm. was du dann auch gesagt hast, dass halt sehr viel
versucht wird, da reinzubringen von den Comics, von den alten Hörspielen, von den neuen Cartoons et cetera und so was, dass da Mhm. versucht wird, 'ne Welt ja, 'ne Welt versucht wird Worldbuilding, ja. aufzubauen so, ähm, Mhm. aus allen Masters Kosmos, die es gibt. Mhm. Ja, und ich glaube oder ich be hoffe nicht, aber ich befürchte, dass da 'n bisschen einfach zu viel Wert drauf oder Fokus drauf gelegt wird. Wir müssen jetzt da noch Mhm. irgendwas von Mhm. jetzt haben wir da Ja. 2 Sachen aus'm Hörspiel drin, jetzt müssen wir da noch was aus'm Cartoon reinbringen oder irgendwie so was halt, ja. Dass man sich Ja, da so 'n ich habe bisschen auch das verliert, Gefühl ja, anstatt einfach genau. sein eigenes Ding zu machen. Wenn alles komplett Mhm. neu wäre, ohne irgendwie Anspielung auf irgendwie Mhm. Hörspiele, Cartoons aus der Vergangenheit oder so, Mhm. dann kann man sich auch mehr drauf einlassen. Ja, Ja, hier ja. ist es zwar schön, wenn man so Anekdoten hört oder Sachen hört und denkt: „Oh, Mhm. die Schreckensantilope“ und keine Ahnung was, Mhm. aber Und manchmal wirkt „Gute halt das Reise“ meine ich kam wieder mehrfach. genau, das meine ich halt, das wirkt halt für mich so 'n bisschen so teilweise schon aufgesetzt. Das heißt, dass man erwartet, man muss jetzt irgendwas bringen, damit die Leute 'ne Verbindung Mhm. zu was Altem haben oder so was oder Mhm. damit die Leute rätseln können: „Wo ist denn hier 'n Easter Egg“ oder so was, Mhm, anstatt sich halt mhm, wirklich mhm. auf die Geschichte zu fokussieren, ja, und 'ne Ja. geile Geschichte Mhm. halt zu machen. Es wird viel mehr um das Ja. Drumherum versucht zu machen, anstatt Wert Mhm. auf die Geschichte zu legen, finde ich so 'n bisschen. Mhm. Ja, habe ich auch 'n bisschen das es ist eben die Frage, wie man den Fokus setzen will. Ich habe auch das Gefühl, man will hier sehr, sehr viel erzählen. Man will auch viel Eigenes machen. Man will die alten Mhm. Sachen mit reinbringen. Man will, alle irgendwie zufriedenstellen und also, für mich ist einfach das größte Problem, dass so 'n bisschen dieser Spannungsaufbau vergessen Mhm, wird. Dass mhm. einfach also, es wird, finde ich, zu stark so vorausgesetzt, dass der Hörer sich 'n genaues Bild machen kann, was jetzt hier grade passiert. Genau, Und es wird auch genau. vorausgesetzt, dass der Hörer genau unterscheiden kann, wer jetzt grade was sagt. Weil es Mhm. ganz selten mal ist, dass die Figuren mit Namen angesprochen werden. Und auch Mhm. dieses Rakill hat mich total irritiert, weil in dem ganzen Hörspiel wird Beastman sonst nicht einmal mit seinem realen Namen angesprochen. Er wird die ganze Zeit immer Beastman genannt, von Evelyn, Mhm, Skeletor mhm. gegenüber und auch sonst. Und auf Mhm. einmal aus dem Nichts taucht dieses Rakill auf und das Mhm. hat man halt nur, ich weiß nicht, vielleicht kam's einmal kurz im 2. Teil der Realname, aber sonst weiß man das eigentlich nur von dem Cardback aus der Classics-Serie, ne? Und so wird immer so viel mit Mhm. reingebracht, wo man Mhm. dann denkt und ich verstehe auch überhaupt nicht, was dieser Dialog überhaupt sollte. Was will denn Whiplash von Beastman? Warum sucht er ihn denn? Und dann am Ende, Mhm. gibt's noch so 'n komischen Dialog, wo es dann irgendwie heißt: „Whiplash, warte kurz, los zur Seite, nichts wie weg.“ Und man weiß gar nicht genau, was machen die da jetzt eigentlich? Suchen die sich, damit sie gemeinsam fliehen können oder was ist da der Plan? Ich finde, da wird der Hörer einfach zu sehr alleine gelassen Ja, und das ja. killt für mich alles so 'n bisschen Ja. den Spannungsaufbau, wenn ich mich ständig fragen muss: „Wer ist das jetzt grade? Was macht er jetzt wohl grade? Was passiert da Mhm. grad?“ Weißt Und weißt du, was ich ja, es nimmt mhm. mich es nimmt mich nicht so gefangen, leider. Mhm, Das mhm. finde ich Weißt ganz, du, was ganz ich schade. glaube? Also, Mhm. vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber bei Folge 2, ich glaube auch bei Folge 1, weiß nicht, war der Gunnar mit dabei im Chat. Er ist ja einer der Storyschreiber, Mhm. ja, und er hat ja das ein oder andere Mal gesagt, Vorstellungskraft und so was halt. Man soll sich's halt Mhm. vorstellen und so weiter. Mhm, mhm. Ich glaube, dass da vielleicht liege ich auch ganz falsch, nix gegen den Gunnar, um Gottes Willen, aber dass sich vielleicht 'n bisschen überschätzt wird, wenn ich ja selbst der Schreiber dieser Geschichte bin oder bei den Aufnahmen dabei bin und so weiter. Na klar weiß ich, was Mhm. dann passiert, weil ich's ja Mhm. runtergeschrieben habe und so weiter. Und dass vorausgesetzt Mhm. wird, dass einer, der nichts mit dem Hörspiel zu tun hat, der nicht Mhm. beim Drehbuch dabei war, sage ich mal, der nicht bei der Ja. Entstehungsgeschichte dabei war, das genauso Mhm. versteht wie ich, der das halt Ja. einfach geplant hat. Klar Ja. weiß er genau, was gemeint ist, Mhm. oder wieso er das jetzt so sagt oder schreibt und keine Mhm. Ahnung was, aber ich Mhm. als neutraler Hörer, sage ich mal, der vielleicht sich mit Masters Mhm. auskennt, aber wie gesagt, nicht bei der Mhm. Produktion dabei ist, der ist halt Mhm. verloren da. So sehe ich das halt. Ja. Vielleicht liege ich da Ja. falsch, weiß ich nicht, Mhm. aber so könnte ich's mir vorstellen, ja, dass er weiß ja Mhm. oder er weiß ja natürlich genau, was gemeint ist. Ja, Mhm. aber ich weiß Ja. es halt einfach nicht. Ja, ich weiß nicht, was Mhm. wollten die jetzt damit bezwecken? Wieso ist das denn jetzt so und so? Was Mhm. passiert denn jetzt grade da, wenn ich's nicht gesagt bekomme? Ja, Mhm. finde ich schwierig. Ja. Und ich glaube, wir sind auch nicht die Einzigen, die das so sehen. Ich habe mir zur Vorbereitung 'n paar andere Reviews angeguckt. Muss ich sagen, Okay. die meisten Reviews gehen sehr auf
die Optik ein, also wie das Mediabook aussieht, wie die CD Mhm. aussieht und was man Mhm. da genau bekommt. Das ist ja auch alles wunderbar. Zu der Geschichte sagt kaum einer was. Aber wenn dann mal was gesagt wird und mal Kritik geäußert wird, ist es eigentlich immer: Ich kann die Sprecher nicht auseinanderhalten und ich weiß nicht so richtig, was passiert, weil der Erzähler zu wenig Einsätze hat und auch die Mhm. Charaktere selber zu wenig Mhm. sagen, was grade stattfindet. Ne, und da Okay. ich glaube wirklich, dass wir da nicht, alleine sind, weil ich habe das jetzt schon von mehreren gehört. Wie du auch Mhm. schon sagst, es wird hier, habe ich das Gefühl, 'n bisschen zu viel erwartet vom Hörer. Ich meine, Vorstellungskraft ist gut und schön. Ich liebe auch Vorstellungskraft, nur es muss 'n bisschen Anhalt, finde ich, es muss ein bisschen Ja, ja. Anhaltspunkte gegeben werden, damit ich mir was vorstellen kann. Mhm. Also, es ist ja nicht so, dass die alten Hörspiele das nicht auch teilweise hatten, dieses Problem, dass man nicht so Ja. genau Ja, wusste. ja, ja, Ich klar. erinnere mich gleich, bei einem meiner Lieblingshörspiele, die erste Folge Sternenstaub am Ende wundert man sich auch 'n bisschen, was He-Man da mit Skeletor macht, weil es klingt ganz seltsam. Es klingt irgendwie, als würde er ihm mit der flachen Hand den Popo versohlen oder so. Man hört so ganz Ja, komische Klatschgeräusche das ist ja und viel. Das ist auch er ganz am bleibt auch Anfang dann von nur der so 'n Folge, die sofort anfängt mit Orko mhm. und Man at Arms, obwohl gar keine Einführung. Du weißt gar nicht, wer es ist und so weiter, wenn du Richtig, die genau, Figur ganz nicht kennst. komischer Also, Start. das Ja, ist ja ja, ganz sowieso. Aber seltsam. hier, es sind noch 'n paar Leute sind ja Aber im Chat. Ja, lass okay, mich ganz okay. kurz, den Gedanken noch zu Ende bringen, weil ich wollte darauf hinaus, die Problematik hatte man auch schon früher, nur man hat doch mehr gesagt bekommen, was passiert und grade Mhm. auch, die Bedrohlichkeit wurde stärker hervorgehoben, ne? Ob Mhm. das jetzt, Mhm. die Magier sind, die aufgetreten sind oder irgendwelche gefährlichen Bestien, die aufgetreten sind. Man hat immer diese Bedrohlichkeit gespürt. Zum einen über die Geräusche, weil diese Wesen wirklich immer sehr, sehr fiese Geräusche von sich gegeben haben und da unheimlich Atmosphäre erzeugt wurde. Aber Mhm. zum anderen eben auch, weil sowohl die Figuren, grade auch Man at Arms, war da ganz, ganz stark, indem er immer wieder deutlich gemacht hat, wie gefährlich die Situation grade ist, wie hier alles grade am Abgrund steht und wie man kurz davor ist, die waren ja auch recht martialisch damals, ne, getötet zu werden, dass wir hier Ja, sterben ja, können grade ja, alle. ja. Das ist immer wieder deutlich geworden und man hatte immer Angst um die Masters. Und das sind so Punkte, die gehen mir hier leider total ab. Ich habe auch wirklich das Gefühl, Mhm. es wird sehr viel Wert auf Worldbuilding gelegt. Man will sehr Mhm. komplexe, übergreifende Geschichten erzählen und vergisst dabei so 'n bisschen die Spannung und vergisst auch da, es wirkt so 'n bisschen, als wären die Kämpfe nicht wichtig. Die müssen Mhm. zwar irgendwie Mhm. dabei sein, Mhm. weil die Masters kämpfen halt nun mal, aber eigentlich geht Mhm. es uns um was anderes. Und das finde ich halt schade, dass, man zwar viele Kämpfe hat, aber ich das Gefühl habe, da wird zu wenig Fokus drauf gelegt, dass der Hörer Mhm. versteht, was während des Kampfes passiert. Ja. Ja, gebe ich dir recht. Und, das gebe ich auch mal wir sind noch 'n paar Leute im Chat. Der Chat war heute sehr ruhig teilweise. Trotzdem würde ich jetzt Mhm. gerne mal von euch hören, wenn ihr noch alle wach seid, ähm, wenn ihr die Hörspiele oder das Hörspiel schon gehört habt oder vielleicht auch nur eins der dreien bisher, wie denn eure Meinung ist, ob ihr da Mhm. ob ihr sagt, ihr liegt komplett falsch, Stefan, Frank, ihr habt überhaupt keine Ahnung, das ist doch alles ganz super und ganz toll, oder ganz Mhm. klar, was gemeint ist, oder ob ihr da auch Mhm. das eine oder andere Problem habt und mit was. Also, wenn ihr die gehört habt, wenn Mhm. ihr, eure Meinung äußern möchtet, dann gerne jetzt einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Oder wenn ihr noch irgendwelche Fragen vielleicht dazu habt. Ja, schreibt's gerne mal Ja, rein. Alex hat ja auch geschrieben, in dem Moment fehlt ein Erzähler. Ja. Mhm. Ja, ich glaube, Erzähler ist halt sehr wichtig, finde ich, weil Ja. es muss halt die Szenerie muss halt ja beschrieben werden. Du Ja. kannst ja nicht es muss ja irgendwas vorgegeben sein. Entweder der Mhm. Erzähler oder halt die Personen, die grade Mhm. sprechen, Mhm. erzählen halt, was sie grade machen. Ja, geht ja Ja. auch hier und Mhm. da. Aber, Ja. es muss halt definitiv, finde ich, mehr umschrieben werden, ja, Mhm. um mehr in die Geschichte reinzukommen. Ja. Ja. Da fällt mir in dem Zusammenhang grade ein, erinnerst du dich noch an den Bären? Der Bär aus „Die Höhle des Schreckens“, wie eine Gefahr um Der diesen der Bären von aufgebaut wurde, Triclops, da 'n Chip kontrolliert wird und eingepflanzt von bekommen hat, ja. genau, Mhm. und der von Tila gejagt wird. Mhm. Das ist so stark gemacht. Also, es gibt, immer wieder Szenen, wo auf diesen Bären eingegangen wird. Er ist turmhoch, er ist eine Bestie, er ist riesengroß. Und dann wie Battlecat diesen Traum hatte, diesen Wachtraum, wo er da Mhm. irgendwie, auch von diesem Bären spricht: „Der Bär,
was ist mit dem Bären? Etwas stimmt nicht mit dem Bären. Und man sitzt da so und denkt, oh Gott, was ist mit diesem Bären los? Und dabei spielt der Bär eigentlich gar keine so große Rolle bei dem Mhm, Hörspiel. Er ist mhm, einfach nur, ja, da, um Spannung zu erzeugen. Aber es funktioniert so gut. Man hat so eine Vorstellung, wie gefährlich dieser Bär sein muss. Und dann mhm, stimmt auch noch mhm. irgendwas mit ihm nicht. Und dann erfährt man, er hat irgendwas im Gehirn eingebaut, er wurde verändert und Ja. er kann kontrolliert werden. Und also das wirkt auch heute, also als Kind fand ich das mega gruselig. Und ich finde, selbst heute wirkt das einfach noch. Ne? Man hat einfach wirklich das Gefühl, hier ist die ganze Zeit 'ne immense Gefahr in der Luft, ne? Sei es Mhm, nun, in dem Fall halt der Bär oder auch, der unbezwingbare Drache oder wie schon gesagt, die ganzen Magier und Zauberer. Immer hat man wirklich so 'ne richtig bedrohliche Atmosphäre drin, auch durch die mhm. Geräusche, durch die Musik und eben durch die Leute, die erzählen, wie groß die Gefahr ist. Korrekt, Und korrekt. das ist eben grad so 'n Punkt, wo ich sagen muss: „Schade, dass da nicht 'n bisschen mehr von, Mhm, aufgegriffen wird und es auch versucht wird, dem Hörer deutlich zu machen, dass es hier mhm. nicht nur um 'ne komplexe Geschichte geht, sondern auch um ja, um Gefahren, die Ja, gemeistert werden müssen. ja. So, der Alex hat was geschrieben. Ähm, Sonst Ja, auch niemand. Ich weiß nicht, ob der nebenbei. Alex der Ich Einzige auch. noch ist, der Mhm. noch wach ist, aber, vielleicht sind ja auch welche dabei, die das Hörspiel noch Mhm. nicht gehört haben. Die können ja trotzdem einfach mal hier schreien, damit wir wissen, dass ihr noch da seid. Ähm, Ansonsten, Alex sagt auch, Hörspiele hört er nebenbei. Genau, viele andere auch. Und wenn du kurz abgelenkt bist, bist du halt aus'm Hörspiel raus. Ähm, Mhm. Unterschreibe kann ich auch unterschreiben, ja. Ich höre Hörspiele immer noch abends auch zum Bett gehen, also auch zum Einschlafen, sage ich mal. Und klar ist das Ziel halt das Einschlafen, äh, Mhm. aber trotzdem höre ich das Hörspiel so nebenbei und, döse dann weg, sage ich mal, ja. Ähm, Mhm. Habe ich jetzt hier ehrlich gesagt noch nicht gemacht, weil ich sie natürlich hören wollte und im Wachzustand hören Mhm. wollte, um Ja, besser drüber sprechen zu können. Ähm, ja. ja. Während vielleicht noch der ein oder andere Kommentar reinkommt, können wir auch noch mal, sagen, was uns gut gefallen hat. Mhm. Denn es gab natürlich auch wieder viel Schönes. Zum einen, finde ich die Gestaltung einfach ganz, ganz toll. Das Cover-Artwork ist grandios und was dann alles noch an Extras geboten wird, finde ich auch richtig klasse, die optische Aufmachung. Ich finde nach wie vor, dass alle Sprecher auch wirklich 'n guten Job machen. Für mich ist Ja. leider ausgerechnet He-Man der 'n bisschen abfällt, aber sonst finde ich den Sprechercast wirklich großartig. Fisto hat mir auch wieder viel Spaß gebracht. Er haut 'ne Menge guter Sprüche raus. Highlight für mich, kristallisiert sich immer mehr heraus, Skeletor. In jeder Szene, wo Skeletor vorkommt, ist sie super. Also, ist Mhm. er super Sprecher. Ich finde, Skeletor wertet das Hörspiel ungemein auf Mhm. Mhm. und, ich habe auch das Gefühl, dass die Figuren, das ist sicherlich auch normal und die Sprecher immer mehr in ihre Rollen finden. Alleine schon, diese wie man wirklich hört, wie von Mal zu Mal dieses, „Bei der Macht von Grayskull", immer epischer, immer kräftiger rüberkommt und beim vierten Mal, wo He-Man dann den Magor zerschlägt, da habe ich gedacht: „Ja, so will ich das hören. So muss das sein." Da fand ich das wirklich und da waren auch, glaube ich, einige Soundeffekte mehr drin. Da hat man so Blitze, vielleicht waren die auch von Margot, weiß nicht genau, aber so mehr Sound noch gehabt. Also, ich finde, das ganz, ganz toll, wenn so 'n bisschen mehr Soundkulisse auch da ist. Ja. Und auch ich fand das auch ganz schön, dass man viele, in diesen Eternus-Szenen viele Nebencharaktere hatte, die alle so 'n bisschen, ne, man hat das Gefühl, das war wirklich belebt da. Also, da war nicht nur He-Man gegen Man at Arms, sondern die ganze Bevölkerung ist so 'n bisschen aufgewiegelt. Der eine steht auf der einen Seite, der andere auf der anderen Seite. Und da, ja, ich finde, das hat man gut rübergebracht, diese Atmosphäre und dass da grade wirklich ganz schön was, los ist. Das, Mhm. fand ich gut und ich fand auch sehr schön, dass man's hier 'n bisschen reduziert hat, dass man, nicht alle Figuren auf einmal wieder reingenommen hat, sondern das so 'n bisschen aufgeteilt hat, um vielleicht auch dafür zu sorgen, dass man sich immer mehr in die Figuren reinhört und auch dann es leichter fällt in Zukunft, wenn die wieder alle zusammentreffen, die Figuren 'n bisschen besser zu unterscheiden. Also, da Mhm. finde ich, Mhm. geht man schon 'n ganz guten Weg, dass man sagt, man separiert 'n bisschen, hat sich jetzt hier natürlich auch einfach von der Story her angeboten. Aber das Ja, ja. finde ich schon, gut, dass man hier so 'n bisschen mehr die Möglichkeit hat, noch mal so auf die einzelnen, Feinheiten der Stimmen zu achten. Mhm. Ja,
finde ich also erstmal sage ich stimme ich fast allem zu, was du gesagt hast. Ja, von der Aufmachung her natürlich, vom Artwork her, von dem, Bonus, was dabei ist, finde ich's klasse, finde ich's richtig gut. Skeletor Ja. ist, war schon das erste Mal, wie ich in Folge 1 äh in der Endsequenz quasi das erste Mal die Stimme gehört habe, war ich schon: „Ja, das passt hundertprozentig." Ja, und es bestätigt mich halt immer noch. Ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt eben grad noch mal, während du gesprochen hast, noch mal in dem Mediabook hinten bei den Sprechern geguckt. Ich musste grad Mhm. noch mal gucken, wer den Zeitlosen gesprochen hat. Den hat er ja auch schon in Folge 2 gesprochen, Mhm. ähm, der Engelbert von Nordhausen. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, diese Synchronstimme kennst du doch. Und ich musste Ja. grad mal gucken, wen er gesprochen hat, und es ist die Synchronstimme von Samuel L. Jackson. Ähm, Ah. und das finde ich richtig, richtig cool, weil ich finde diese Stimme Und halt also generell richtig gut. ja, der ist großartig, das stimmt. Hat ja Ja, leider nur 'n ganz, ganz kurzen Auftritt hier. ja. Ist das nicht auch der, der den Skeletor damals im Kinofilm gesprochen hat? Kann das sein? Ich meine, da so was gehört zu haben. Ja, Weil ist er ja auch. Ist er auch, ist er ja, auch, ja. Ich habe grad ja. mal geguckt, ist er auch, Und tatsächlich. Skeletor im Realfilm. Siehst du, da kommt's grade rein von der Ja, Retrofabrik. genau. Also, finde ich Ja. richtig cool. Ansonsten, wie gesagt, ich finde auch die Folge, die Geschichte, wir haben, glaube ich, vielleicht kam das auch 'n bisschen so rüber, sehr, sehr negativ jetzt gesprochen über die Folge, sehr wenig Positives jetzt hervorgehoben. Ja, ich finde auch die Charakterentwicklung fast von den Leuten, die jetzt 'n bisschen mehr ich sage jetzt wieder Screentime, wie heißt denn das, Audiotime? Wie heißt es beim Hörspiel? Ich weiß es gar nicht, hatten, Vielleicht, ja. ähm, finde ich richtig gut. Ich fand, wie gesagt, auch wenn ich die die Wilde Horde am Anfang halt auch unpassend fand, weil sie halt einfach keine Rolle mehr spielen, Mhm. finde ich die Sprecher von den Dreien richtig cool. Der Hordak fand ich 'n bisschen Mhm. abfallender zu dem ersten Hörspiel, muss ich sagen, aber ich fand Leech, Montana und, Mhm. Chrislor fand ich richtig, richtig cool. Die 3, finde ich, Ich fand auch Modulok gut. harmonieren richtig gut zusammen. Keine Ahnung, Ja. ich finde, das Mhm. passt einfach. Ähm, Ja. Wie gesagt, die Story an sich finde ich halt auch ist ja, sie ist ja nicht schlecht, ja. Nein, es ist sehr Mir fehlt halt 'n abwechslungsreich, es bisschen passiert 'ne so Menge. dieser Schubser für dass ich meine Fantasie spielen lassen kann, sage ich mal. Ja, und das ist halt der Ja. Erzähler. Das ist, Mhm. finde ich, ähm, eine einprägsamere Musik, eine Mhm. Musik, die mehr auf die Stimmung eingeht, ja, die mehr Mhm. bedrohlicher ist, Ja. wenn die Bösen kommen, ja, die, Mhm. vielleicht 'n bisschen, ja, lieblicher ist, keine Ahnung was, wenn du Adam siehst und keine Ahnung. Also, dass 'n bisschen mehr Musik generell reinkommt, weil ich finde die Musik sehr Mhm. dezent eingesetzt, sage ich mal, Ja, das ja. stimmt. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, ich finde das Hörspiel an sich finde ich so auch gut, ja. Und weil wir jetzt bei 3 Hörspielen sind, haben wir uns auch gedacht, wir erzählen mal oder wir sagen mal so unser Ranking. Ja, das würde ich Mhm. jetzt ab jetzt bei jeder Folge mit einführen, am Ende, Mhm. ähm, was unser Top-Ranking ist. Von Folge 1, 2, 3, wie würden wir die sehen im Allgemeinen? Jetzt nicht unbedingt wie keine Ahnung, wie ist das Cover gestaltet, sondern wirklich aufs Hörspiel bezogen. Ja, welches gefällt Mhm. dir am besten von den dreien? Was ist das Zweite und was findest du, was ich will nicht sagen am schlechtesten ist, aber was das Drittbeste ist, sagen wir mal so. Mhm. Mhm. Da bin ich mal gespannt, ob du, die gleichen hast wie ich, die gleiche Reihenfolge. Also, für mich ist, das zweite Hörspiel das stärkste gewesen bisher. Da waren viele Aspekte, die mir sehr gut gefallen haben. Grade natürlich diese Geschichte um die Zeitlosen. Das hat Mhm, mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und auch diese, Bedrohlichkeit, dass selbst He-Man kaum in der Lage war, da die Situation zu retten, ist da, finde ich, am deutlichsten bisher geworden. mhm, Denn das hatten wir einfach im ersten Teil nicht und auch im dritten Teil nicht, deswegen Teil 2 für mich, auf Nummer 1. Nummer 2 ist dann aber tatsächlich der Kristallschild.
aus mehreren Gründen. Ich finde, da passiert einfach sehr viel. Es werden die Figuren noch mal so 'n bisschen, näher gebracht und wir haben einen großartig aufgelegten Skeletor, der im ersten Teil ja Mhm. nun einfach nicht dabei ist. Und Mhm. deswegen bildet für mich der erste Teil tatsächlich momentan den dritten Platz. Okay, okay. Das nächste Mal haben wir dann eine Liste vorbereitet, die wir dann auch einblenden, ähm, damit wir auch immer dann das festhalten können. Bei mir ist es tatsächlich der erste Platz ist gleich, ist bei mir auch Hörspiel Nummer 2, hat mir von den dreien wirklich Mhm. am besten gefallen. Platz Mhm. 2 ist bei mir aber Hörspiel Nummer 1. Ja, Okay. auch wenn ich beim ersten Mal hören bei Hörspiel Nummer 1 ja auch gesagt habe, dass mir der Einstieg zu langatmig war mit den Bauern am Mhm. Anfang und so weiter, ähm, Mhm. finde ich aber mittlerweile, dass es eigentlich 'n guter Einstieg war in komplett 'ne neue Geschichte, 'ne neue Story, in 'ne neue Reihe an Mhm. Moto-Hörspielen. Ja, ich fand Mhm. Hordak auch in dem ersten Hörspiel richtig, richtig gut. Ja, ich fand auch den Sprecher richtig gut und so weiter. Und so, dass so Mhm. alles so anfängt, dieses das erste Mal, dass du dieses Mystische hörst: „Was ist denn hier passiert in der Welt?“ und so Mhm. weiter, ja. Von Mhm. daher hat das Hörspiel Nummer 1 bei mir den zweiten Platz und ich muss leider sagen, Hörspiel Nummer 3 hat den dritten Platz bei mir. Auch Mhm. wenn halt viel passiert, sage ich mal, aber dieses Mal ist es mir wirklich extrem aufgefallen, was mir bei den ersten 2 Folgen nicht so aufgefallen ist, dass mir wirklich 'n Sprecher oder beziehungsweise 'n Erzähler fehlt, der mir 'n bisschen die Rahmenhandlung quasi erklärt und zeigt und so weiter. Das ist mir wirklich hier extrem aufgefallen und deswegen ist es bei Mhm. mir auf'm dritten Platz Ja. gelandet. Ich glaube, es ist dir vielleicht auch jetzt mehr aufgefallen, weil einfach so viele Kämpfe drin sind. Ne, wir hatten ja noch Kann auch kein sein. Hörspiel mit so viel Kampfhandlung Das kann auch und da sein. fällt es, glaube ich, einfach mehr auf, dass man dann irgendwann, ja, nicht mehr so ganz den Überblick hat. Ich glaube, deswegen ist es dir jetzt vielleicht mehr aufgefallen, was ja schon beim ersten Hörspiel 'n Kritikpunkt von mir war. Mhm. Aber es ist eben so immer die Frage, wie man die einzelnen Aspekte eben bewertet, ne? Und, für mich gibt's hier dann doch einige Punkte, die es dann doch wieder, ja, rausreißen Mhm. und, wie gesagt, allen voran, Skeletor, der mir einfach großartig gefällt. Und wie gesagt, ich finde auch He-Man Ja, findet immer mehr in seine Rolle. Ich ja. finde, es sind immer noch einige, Dialoge oder einige, Sätze, die er sagt, wirken so 'n bisschen abgelesen teilweise. Grade am Anfang, da sagt er zu Orko, was sagt er danach zu ihm? „Ich werde dich über die Geschehnisse über die bisherigen Geschehnisse, äh, aufklären“, als sie grade auf diesem Weg sind da irgendwie zu Bassoff und Stratos und das Mhm. klang, finde ich, so seltsam, so abgelesen. Und später sagt er auch noch mal, ich habe es mir aufgeschrieben, ist irgendwas, als sie bei Snake Mountain ankommen, da sagt er irgendwie: „Ja, mein Gefühl sagt mir, hier ist einiges schon passiert“ oder so. Also, das sind so Sätze, wo man Okay. denkt, so, die würde man so eigentlich nicht sagen. Die klingen wirklich so sehr so ja, so 'n bisschen sehr abgelesen. Aber Mhm, mhm. ich finde, er steigert sich trotzdem immer mehr. Er wirkt immer selbstbewusster, selbstsicherer. Im Endkampf ist er mir sogar dann 'n bisschen zu selbstbewusst, denn wie gesagt, dadurch, hat man so 'n bisschen das Gefühl, er hat überhaupt keine Probleme zu gewinnen. Aber ich wiederhole mich, die Sprecher finden immer mehr in ihre Rollen und das Ja. trägt natürlich auch zur Atmosphäre bei. Ja, genau. Also, ich meine, He-Man, also, dass er jetzt da was Auch abgelesen Lin hat, habe ich jetzt nicht Lin so, gefällt mir auch wieder richtig gut. gesehen, aber, He-Man ist ja auch von Folge 1 ab mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen worden. Also, Ja, das dass er in stimmt. Folge 1 so Mhm. 'n bisschen unsicher war und so weiter kann ja auch gut gespielt gewesen sein. Also, ich weiß nicht, ob der Sprecher jetzt Mhm, da ja, wirklich so unsicher war, aber ich denke eher, dass habe es ich auch halt gedacht. wirklich er Mhm. musste Die halt Rolle so so 'n 'n bisschen war, ne? bisschen Mhm. genau, richtig, so 'n bisschen Ja. unsicher wirken und so weiter, weil es ist ja alles neu für Mhm. ihn, wie das halt mit He-Man Ja, und so weiter funktioniert. Also, von daher ja. absolut, genau. Ähm, Hier, ich habe es jetzt grad noch mal den Satz wollte ich noch mal eben sagen. Er mhm, sagt zu Orko: „Gerne. Unterwegs bringe ich dich auf den aktuellen Stand der Ereignisse.“ Und das finde ich, war so 'n bisschen unnatürlich. Und dieser andere Satz war: „Ich ahne, welche Sturmgewalten hier schon getobt haben müssen.“ Das ist auch so okay, das also hört 'n sich Satz sehr anzufangen mit „Ich ah, ahne“, finde ich auch irgendwie seltsam. Wer sagt so was? Also, da dachte ich noch so 'n bisschen: bei den anderen klingt das so 'n bisschen natürlicher. okay, okay. So, jetzt noch mal ganz kurz und knapp, Mhm. noch mal eine Frage für dich.
fiesen oder guten? Also böse oder gute? Was ist dir deine Also, ich muss wo sagen, siehst du dich eher? In den Hörspielen macht mir die böse Fraktion mehr Spaß, ganz klar. Mhm. Einfach Ja, auch wegen diesen, kleinen Zwistigkeiten zwischen, Skeletor und, Evelyn und mhm, auch wie, Skeletor sich zwar freut, dass immer mehr Gefolgschaft dazukommt, aber man auch merkt, wie geringschätzig er denen gegenübersteht und mhm, da muss ich einfach ein bisschen schmunzeln. Auf der Seite der Guten haben wir natürlich, Fisto, der sehr viel Wortwitz mitbringt, aber alles in allem gesehen macht mir die böse Seite mehr Spaß, aber ich stehe doch auf der Seite der Guten und möchte schon, dass die Guten gewinnen. hm, okay. Ja, bei mir auch. Also, die Bösen sind für mich auch, also, wenn wir erst mal auf das Hörspiel gehen oder auf die Hörspiele gehen, die Bösen sind für mich die, wo ich viel mehr Potenzial sehe. Ja, bei den Mhm, Bösen kannst du viel mehr machen, viel mehr aus dir rausgehen, viel mhm. böser halt sein und sowas halt. Ja, die Guten Ja. sind immer so diese schön geschniegelten und gebügelten, keine Ahnung was, so 'n bisschen. Das gefällt mir halt generell besser, auch wenn's jetzt auf die Charaktere geht. Ja, die Bösen, die sehen so klasse aus. Ja, die Guten Ja. haben ihre Leggings an, keine Ahnung was, ja. Die Bösen sehen halt wirklich fies aus und die Figuren sind halt einfach geil. Ja, das ist das. Stimmt. Und, die allererste Masters-Figur im Kinderzimmer kann ich sagen, soweit es verschwimmt ja immer alles von früher. Mhm, Aber das, was ich mich erinnern kann, ich gehe stark davon aus, dass ich He-Man und Battle-Cat als erstes hatte, aber tatsächlich an die mhm. erste Figur, die ich mich tatsächlich erinnern kann oh, kommt so. An die erste Figur, die ich mich tatsächlich erinnern kann, ist, wie ich 'n Triclops in OVP aus meiner Schultüte mit, 6 Jahren gezogen habe. Ja, Ähm, toll. also, da war ich dann das war dann wann war das denn? Äh, 84. Ja, 84, wie wollte ich alt grad ist der sagen, geworden? 84 oder 85 wahrscheinlich, ne? 84, da habe ich 'n Triclops das weiß ich noch, Triclops mit Warrior Ring habe ich aus der Schultüte am Mhm, Küchentisch rausgeholt. Ähm, das ist die erste Figur, wo ich mich dran erinnern kann, aber ich gehe davon aus, dass ich vorher wahrscheinlich He-Man und Battle-Cat vorher hatte. Ja, mhm, das war ist meine früheste Erinnerung an die erste Figur. Wie sieht's bei mhm. dir aus? Ja, ist ganz schwer. Also, ich bewundere die Leute, die noch so genaue Erinnerungen haben oder man muss ja auch sagen, meinen, so genaue Erinnerungen zu haben. Ich habe, grade vorhin erst wieder was über das Gedächtnis, mir angehört und wie unzuverlässig das Gedächtnis ist und dass, wir meinen, uns an Sachen zu erinnern, die einfach überhaupt nicht ansatzweise so stattgefunden haben. Das war in Das meiner ist Schultüte, der Triclops. Das glaubst du. Ja, das weiß Ne, ich. ich weiß es, ich habe leider nicht so, konkrete Erinnerungen. Also, ich kann mich an diesen Zauber erinnern, den diese Figuren auf mich, ausgeübt haben. Und wenn ich so neu verpackte Figuren bekommen habe, dass das immer sehr, sehr aufregend für mich war, die Action-Features auszuprobieren. Und ich weiß, dass ich am Anfang dass ich Castle Grayskull zu Weihnachten bekommen habe und dass ich am Anfang wirklich auch He-Man und Skeletor hatte. Ich weiß, dass ich viele He-Mans verloren habe. Also, He-Man hatte ich bestimmt 5 oder 6 Stück in meiner Kindheit, weil da immer ich weiß, einer ist in Ungarn im, Balaton ertrunken. Der Der ist nie Arme. wieder aufgetaucht. Und so gibt es so Momente oder ich kann mich auch an Triclops erinnern in dem Zusammenhang, dass 'n Freund von mir, hat den geschenkt bekommen von meinen Eltern und der war hin und weg von dieser Figur, hat sich dann, aus Papier so 'n Visor gebastelt und sich den umgebunden, konnte gar nix mehr sehen, aber war total begeistert, dass er jetzt vielleicht wie Triclops aussehen könnte. Und so Du sind das denkst, so dass das passiert einige ist. richtig, genau, Mhm, ich meine, mhm. dass das so war. Aber so ganz konkret, welche Figur ich wann bekommen habe, das ist bei mir nicht mehr so präsent, muss ich sagen. Okay, aber trotzdem schöne Erinnerungen, wenn's denn Erinnerungen waren. Wenn es dann welche wirklich Ja, sind, ja. ja. Okay, gut, ich glaube, dann sind wir durch. Wenn die Retrofabrik Ja. noch drin sein sollte, habt ihr schon 'nen Termin für Hörspiel Nummer 4? Kommt das im Dezember noch oder kommt's im neuen Jahr? Ansonsten, noch mal auch wie gesagt, wenn das jetzt hier vielleicht ich muss mir das Ganze noch mal angucken. Oftmals empfinde ich das dann im Nachhinein: „Boah, war das negativ“ oder so. Wir haben ja nur negativ gesprochen. Also, sollte das jetzt auch schon so rübergekommen sein,
Es ist garantiert nicht so gemeint, dass es alles schlecht ist und so weiter. Ja, also wir wissen, was ihr da für Arbeit macht und was Ja, ihr euch dafür Mühe natürlich. gebt. Also vielen, vielen Dank nochmal dafür, dass wir in 2024 neue Masters of the Universe Hörspiele bekommen, die auch in Absolut. 2025 weitergehen. Das ist richtig, richtig klasse. Ah, hier steht's Ja. im neuen Jahr. Okay, aber ist ja Mhm. auch nicht schlimm, um Gottes Willen. Ja, ist ja Absolut. auch nicht Lieber schlimm. 'n bisschen mehr Zeit lassen. Genau, das Pensum ist ja schon extrem, ja, Mhm. mit jedem Monat 'n Hörspiel und so weiter, ja. Ja, Ist ja schon extrem und dann freuen wir uns halt umso mehr auf 2025, wenn's da das nächste Hörspiel gibt. auf jeden Fall. Genau. Ja, also vielen Dank von meiner Seite aus fürs Zuschauen, Ja, ja, dass ihr uns die Stange hier gehalten habt und, wenn ihr das Hörspiel noch nicht habt, wie gesagt, bei Amazon gibt's das Hörspiel im Jewel Case, also in der Standardhülle, ja. Genauso gibt's das natürlich bei der Retrofabrik, direkt zu bestellen. Hier noch mal, der Link und da bekommt ihr halt auch das das Mediabook mit Bonus-CD, mit dem schönen Buchdesign, mit, den schönen, na, äh, Artcards. Artcards, die dabei sind und noch mit Hintergrundinformationen. Hier, ich finde es halt richtig toll, die Geschichte noch mal in Ja, Bildern noch mal dabei. Ja, finde ich richtig klasse. Ja, also wie gesagt, wenn ihr es nicht sehr, sehr habt, schön. gönnt's euch. Neue Masters-Hörspiele, das ist 'n Traum. Ja, hätte ich nie gedacht in Absolut. 2024. Ja, Ich das auch soll es nicht. gewesen sein von meiner Seite aus. Also, vielen, Ja. vielen Dank nochmal. Ich wünsche euch einen schönen Abend und die letzten Worte gebe ich rüber an Stefan und dann klicke ich einfach auf Aus und dann sind wir weg. Also, Stefan, Stage is yours, sagt man so schön. Ja, ich glaube, ich habe jetzt auch schon wirklich alles gesagt, was ich sagen wollte. Und wie Frank auch schon gesagt hat, es ist immer schwierig. Man neigt, glaube ich, dazu, sich so auf negative Punkte zu fokussieren und die eher hervorzuheben, weil dass es gut ist, ist sowieso klar. Und dann hat man aber eben einiges, was einen dann stört. Aber ich glaube, es zeigt auch einfach, mit wie viel Herzblut wir dabei sind. Und wir wünschen uns ja, dass es gut ist. Und ich glaube, nichts ist, trauriger, als wenn es so belanglos wäre, ne? Als wenn keiner drüber sprechen würde, keiner sagt was dazu und so, ja, so, Gleichgültigkeit, finde ich, ist da viel schlimmer und ich hoffe oder ich weiß ja auch, dass ihr diese Kritik nicht persönlich nehmt, sondern es sind ja alles nur Anregungen, wie man vielleicht noch mehr rausholen könnte. Aber, auch abgesehen davon bin ich genau wie Frank absolut dankbar, dass wir überhaupt, Geschichten haben, über die wir uns unterhalten können, dass wir neue Geschichten haben, denn damit hatte wirklich überhaupt niemand gerechnet. Also auch von mir nochmal vielen, vielen Dank. Was ihr da auf die Beine stellt, ist abseits aller Kritik ganz großartig. Danke. Dankeschön, einen schönen Abend, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.